Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hi. Erster. Hallöchen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Und es regnet nicht so wie hier. Es ist richtig kalt, nass. Bäh. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns hier vergnügen. Und ja, ich habe gesehen, die Mimi ist gekommen. Und der Kai. Dann sagen wir doch mal Hallöchen. Hallöchen, ihr zwei. Hallo. Na, alles gut? So nass geworden wie ich gerade. Ja doch. Bei uns Regen. war das vor ein paar Stunden mit dem Regen. Da bin Hab ich gerade heut, losgegangen von meiner Mutter. und ich habe heute schon da draußen im Garten in der Sonne gesessen. Mhm. Ja, und jetzt regnet's. Alles wieder aufgeweicht, alles wieder matschig. Aber meine ersten Blümchen blühen. Meine kleinen Hyazinthen, Mini-Hyazinthen. Mhm. Und dann so kleine Sternblümchen und so. Das ist also so ein blaue und richtig schön. Da kriege ich schon richtig Frühlingsgefühl. Und vor allen Dingen trippelt's hier ja unter der großen Blume ja auch grün runter. Pollenflugalarm! Wie geht's euch? Äh, Bubu, Ja. ich habe den Command für die Farm gefunden, also hingekriegt, dass Ah, die super. Creeper die Raketen Sehr schön, fallen lassen. sehr schön. Weil, Aber die Sache ist die, Schwarzpulver würden die trotzdem mit fallen lassen. Das kann ja, ich nicht ausschalten. das können wir ja irgendwie verantworten, denke ich mal. Das ist dramatisch, glaub ich. Ja, das ist nicht weit. Damit kann man leben, sag ich mal. Oder? Denk mal. Ja. Ja, ich muss mal hier die Brücke ein bisschen modifizieren. Ne? Das ist ja alles eckig. Ja. Oh, ja. Oh, ich hatte heute einen ziemlich anstrengenden Tag, weil eigentlich hatte ich ja heute ein Rendezvous für das, was ich ja vorhabe mit Cooper und so. Und ja, wie die Zeit mal wieder so will, lief mal wieder alles anders. Aber es ist halt so. So, Pilzarbeiten. Es ist einfach so random abbauen. Ich habe gesehen, die Brücke ist auch ein bisschen auf Kies gebaut hier. Ah ja. So, aber wie gesagt, ein bisschen random arbeiten hier. Ja, das kann man dann auch verschönern. Einfach so. Wieso hast du jetzt ein Schwein da in der... Ist das alleine da reingelaufen? Damit du nicht so alleine bist. Passieren hier merkwürdige Dinge. Okay. Also von der Seite aus ist es schon mal gar nicht so schlecht. Wir müssen mal gucken. Also das, was ich auch vorhabe, ist, ich weiß gar nicht, ob man die nur im Kreativ kriegt. Und zwar diese Wurzeln. Weißt du das, Mini? Welche Wurzeln? Es gibt doch diese hängenden Wurzeln. Kann man die mit Die einer kannst du, wenn Schere? du zum Beispiel, pass auf, die kannst du mit einer Schere von Wurzelerde herausbekommen, indem du, bei Azalea-Bäumen unten die Erde abbaust und unter den Azalea-Bäumen, die du halt zum Beispiel in Schwarzeichen oder über halt Lush Caves findest, Mhm. natürlich findest, kannst du unten den Boden abbauen, findest im Boden unterhalb des Baums findest du Wurzelerde. Auf Okay. diese Wurzelerde kannst du so abbauen, kriegst du auch so. Und wenn du nur mit 'ner Schere oder mit ich weiß gar nicht, warte, ich teste das mal kurz. Ja, das würde mich nämlich Warte. interessieren, weil das wäre nämlich schön hier für die Brücke, weißt du? Warte mal.
versuche die gerade so ein bisschen mal aus dem Gestein rauszuholen. Dass so Stück für Stück sich jetzt langsam mal so, ja, Ich glaube, das macht rauskristallisiert, wo man was ist. so. Ja, genau, So, das machst du mit 'ner Hoe, mit einer Hoe. Okay, also mit 'ner Hacke. okay, okay. Die braucht jetzt nicht irgendwelche Nö, an sich hast du Verzauberungen. das ja da, wo du die Lush-Cave gefunden hast, müsstest du mal gucken. Da Mhm. müsste ja irgendwo, in dem Schwarzeichenwald ja 'n Azalea-Baum sein. Ach, ne, gerade hier so ein bisschen. Ich schmeiß schon wieder ein bisschen mit Steinen um mich, Kai. Tut mir leid. Fällt wieder alles hier unten auf seine Anlage, aber das geht leider manchmal. Übrigens macht mein Sohn heute einen Subathon oder wie man das nennt. Submarathon oder wie man das nennt auf Twitch, keine Ahnung. 'N Sabaton oder Ein meinst was Sabaton, ja. meinst du? Ein Ah, sabbrigen Ton. Sabaton. Ein sabbrigen Ton, ja. So, weil ich habe Ach, mir nämlich überlegt, so ein ich werde hier Gletscher. nämlich einfach mal was so in Mir tut das Knie arschweh. oh, gleich pusten. Ich glaube, das Ne, hilft nicht. ne, ich muss das MRT unbedingt machen, damit man mit der Behandlung anfangen kann. Ja, damit man genau sieht halt, ne? Ha, gefunden. Okay, also, Ich was ich nämlich machen will, ist nämlich oben da was in Ziegelstein zu bauen, weil ich mir überlegt habe, ich finde diese Gesteinskombi, die nämlich unsere Mimi macht, mit dem ganzen Ziegelgedöns, mit der Fabrik und so, finde ich so dermaßen klasse, dass ich mich entschlossen habe, jetzt auch etwas wundervollen Zeug zu machen. So, Du erstmal. kannst bei deinem, Kupferfahren die Blöcke übrigens wieder auswechseln. Die sind wieder alle grün, Ah, oxidiert. sehr schön. Ich mache mich jetzt darauf, jetzt wieder noch den Creeper-Kopf fertig zu bauen. Ja, hier sind meine ganzen Ziegelsteine. Da war einer fleißig. Da habe ich die Tatsache alle noch reingeschmissen. Ich glaube, das war der Kai. Kai, also warst du fleißig? Kai meinte, heute hört er nur zu. Hallo Fabian. Herzlich willkommen bei den Klötzchen. Bin heute wieder auf dem Community-Server. Ja. So, wir machen jetzt erstmal nur so Ziegelsteine, weil ich habe ja eine Werkbank mit. Daher sind wir da alle. Ich da doch ganz positiv stimmt. Und ich habe ja auch Quarz, ne? Also Quarz gekauft, eingetauscht vielmehr. Also erst getauscht und dann gekauft. So. Ich habe übrigens so eine ganz komische Warnung heute von Minecraft direkt gekriegt, die mir Ähm, irgendwas erzählen wollten, ich soll da irgendwas runterladen, um meine Daten, meine Weltdaten nicht zu verlieren. ja, pass auf, das hatte nämlich Stine und Niki auch bei der Bubble mal reingeschrieben gehabt. Und ich habe das mal bei meinem Minecraft an sich bekommt das jeder. Mhm, Es geht einfach darum, das steht auf der Internetseite, wenn man da auf den Link draufklickt von Microsoft, mhm. dass man einfach seine Daten, also seine Welten, in Minecraft, safen soll, weil es zu Problemen kommen kann, dass wenn man zum Beispiel das neueste Update über den PC oder die Xbox-App herunterlädt, dass es zum Verlust der Welten kommen kann. Also gilt das eigentlich jetzt nur für die Welten quasi, wenn ich als Singleplayer stelle oder selber einen Server auf dem PC habe, denke ich mal, weil unser Server läuft ja extern auf dem Hoster und da ist ja regelmäßig ein Backup, also da kann auch nichts verloren gehen.
Also Weil zumindest die stand Welt da ist ja auf dem Server von den gespeichert. Das heißt, es betrifft Welten. eigentlich nur meine 21 Singleplayer-Welt, wenn ich das richtig Es gilt für alle Welten, die für du in alle Welten. Minecraft nutzt. Also, halt für alle Welten, die du halt über deinen Launcher hast. Okay. Das heißt, wenn du zum Beispiel, äh, irgendwelche Welten im Singleplayer hast und die über den, Dann Launcher öffnest, solltest du die vorher, bevor du die neueste Version nimmst, mhm, neueste, Version von dem Launcher oder von generell Minecraft, äh, gedownloadet hast, installiert hast, solltest du wirklich vorher, bevor du es überhaupt machst, die Welten speichern. Wenn du es aber schon gemacht hast, das, neueste Update drauf hast, mhm, dann sollte man dieses eine Repair-Tool, was also das Reparaturtool, was dort mit angegeben wird auf der Seite, sollte man auch herunterladen, einmal durchlaufen lassen. okay. Das kann das wiederherstellen. Das heißt im Grunde genommen, ja, ist es für mich jetzt eigentlich nicht so relevant, weil meine Welten, wie gesagt, meine 21-Welt, so wie sie ist, also wie ich sie zuletzt betreten habe, ist eh auf meinem PC gespeichert, also extern. Und das hier alles, das ist ja aufm Server gespeichert. Also, ja, Ja, an sich sollte hier nichts groß kaputt sein. muss ich da nichts machen, weil das ist Aufgabe des Server-Admins. Und das, wie gesagt, läuft extern auf dem Hoster und somit ist alles bei dem Hoster eigentlich gespeichert. Also ich denke nicht, dass wir da irgendwelche Probleme kriegen, weil sonst hätte Kirito, glaube ich, auch schon was gesagt, muss ich dazu. Ich glaube, dann Ich glaube, hätte. der hätte auch was dazu gesagt gehabt, wenn etwas wäre. Ja, genau. Also da verlasse ich mich dann doch wieder hauptsächlich auf unseren lieben Kirito, weil wenn solche Dinge sind, also solche Akutsachen kommen, dann kommt auch von ihm prompt eine Meldung, dass wir da was zu machen haben. So, okay. Ich werde nämlich jetzt mal was versuchen. Nämlich mal was. Wunderschönen Brücke. Wundert euch nicht, weil sie ist jetzt erstmal nur grob gezimmert. Also aus dem, was da ist. Wir haben die Erde weggemacht. Die Steinchen ein bisschen modifiziert. Hallöchen. Oh, danke schön. Danke, danke, danke. Das ist schön. Das passt dann zur Deko später. Genau. Okay, vielen, vielen Dank. So, okay. Das heißt, ich möchte nämlich jetzt hier mal beigehen. Ich möchte einfach, wie gesagt, total verrückte Sachen machen. Und der Fabian, der neu ist, der hat gerade gesagt, habe eine Frage. Kennt sich jemand mit Plugins aus? Ja. Mein ganzes, also ich sag mal so mein Team, weil sonst könnten wir den Community-Server hier nicht machen. Kommt drauf an, was er Ähm, für 'n Plugin meint. Es kommt so ein bisschen drauf an, was für Plugins du meinst. Also wie gesagt, es gibt ja ganz, ganz viele. Auf jeden Fall, wie gesagt, hatte Fabian auch gefragt, wie heißt die, ich denke mal IP sollte das heißen, würde etwas Tolles bauen. Also Fabian, das hier ist quasi ein Mitgliederserver. Das heißt, alle, die uns freundlicherweise im Monat ab der Stufe 2 quasi unterstützen, dürfen als Dankeschön hier auf diesem Server mitspielen. Und das ist ein Java Bedrock Server. Ja, also mit der aktuellsten Version für die Bedrocker, die 21.71 ist das, glaube ich, jetzt. Und ja, wie gesagt, wir spielen auf der Basis ja, Datapacks und Plugins. Ich sag's mal so, damit eure PCs und Konsolen und was auch immer ihr benutzt, nicht belastet werden. Das heißt, es steht quasi in eurer Verantwortung, ob ihr mit Shader spielt, die Java-Leute mit den üblichen Zusatzmods, wie auch immer, ne? Also das steht euch frei, das muss jeder für sich selber ähm, äh, wie sagt man, herausfinden, was geht nicht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also gibt es Plugins für ein Projekt Roleplay. Ich glaube, das sind keine Plugins, die du meinst. Oder was meinst du?
Mimi. Genau. Roleplay für RPG, davon gibt's, glaube ich, keine wirklichen. Man könnte sich vielleicht mal ein bisschen schlau machen auf bestimmten Seiten wie Modrinf oder Bukkit gucken. Da könnte man gucken, ob es so was gibt, aber an sich gibt es sowas nur als Mods. War nämlich auch das, was mir so in den Kopf kam gerade. Weil es kommt ja so ein bisschen drauf an, in welche Richtung du gehen willst. Weil Roleplay selber ist ja Interaktion zwischen den einzelnen Spielern. Ne? Da braucht man kein Plugin für. Da reicht im Grunde genommen, dass man sich entscheidet, spiele ich es in Java, dann kann ich die Invoice benutzen oder den Discord, oder ich spiele es als Bedrock, dann spiele ich, weiß ich, Discord oder Teamspeak oder was auch immer halt, ne? Also das kennt er ja schon. Ich kenne viele Bedrocker, die nutzen tatsächlich immer noch Teamspeak. Mhm. Meine alte Bande zum Beispiel, in der ich früher mal war. Mhm. Die machen das immer noch. Ja, wie gesagt, das kommt so ein bisschen drauf an. Weil Freunde von mir brauchen sowas, weil die haben ein Roleplay in Minecraft, weil die ein Roleplay in Minecraft machen wollen. Also wie gesagt, ich kann auch nur wie Mimi bestätigen, also ich glaube, es ist einfacher, sowas über Mods zu machen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt an 12 Pixel denkst, 12 Pixel ist ein Roleplay und das wurde ausschließlich mit Mods gemacht. Jo, Oder wenn die zum Beispiel halt, das so interaktiv machen wollen, können die zum Beispiel auch, beispielsweise wenn die halt wirklich, nicht nur das über Spieler machen, sondern zum Beispiel NPCs, dafür gibt es Plugins. genau. Die nutzen wir ja auch. Zum Beispiel. Muss man meine Werkbank hier aufstellen. Aus. Also wie gesagt, es gibt so einige Möglichkeiten, die man halt machen kann. Ähm, Wie gesagt, man Man muss muss halt halt wissen, in welche Richtung man gehen will halt, ne? Also es man gibt ja muss für bestimmte genügend. Plugins halt auch halt dann sich noch was aneignen, zum Beispiel bestimmte Sachen skripten. Wenn Genau, man das mit 'n Ser über 'n Server über Plugins machen muss, muss man wissen, wie man skriptet. genau. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja, keine Steine. Hm. Oh, so viele Worte. Da habe ich mir doch glatt ein Ei selber geschnitten. Wartet mal, ich muss ein bisschen die Steine um das hier, weil sonst habe ich ja keine Stellfläche hier. Das, was ich hier mache. Der müsste dann quasi hier sein. Das machen wir nachher sowieso anders. Da kommen ja andere. So, aber ich brauche. Oh, das habe ich überall. Fällt mir gerade um. Hm. Okay. Wir wandeln noch ein bisschen. Dann aber noch ein bisschen Steine hier weg. Ich brauche ja irgendwo so eine Stützfläche, wo ich ja, das hier weitermachen kann. Und dann die müssen gleich auf gleicher Höhe sein. So, ich hier. Ich heute. Ah, dann machen wir das einfach mal so improvisiert hier. Und nackelt das nicht. Also wie gesagt, das ist so, man muss, also gerade wenn Freunde was zusammen machen wollen, dann müsst ihr ja vorher genau planen, was wollen wir eigentlich machen. Also in welche Richtung soll das gehen? Möchten wir Interaktion haben? Möchten wir Quests dabei haben? Und ja, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen wichtig, dass man das vorher ja bespricht. Also das mussten wir auch. Also wir haben
Als wir Momentum angefangen haben, haben wir Tatsache fast ein halbes Jahr geplant. Ich mache mich auf die Suche auf Google, ob es sowas gibt. Also pass auf, ich kann dir mal zwei Sachen sagen, wo du gucken kannst. Also ich glaube, Mimi, du guckst ja, ach nee, das sind Datapacks immer, die du da guckst, ne? Ne, nicht nur Datapacks, ich Haben die gucke auch auch Plugins. Plugins? Guck mal auf Modrent. Ja, die haben auf Modriff haben die Datapacks als auch Plugins. Sonst ist noch, gibt es 'ne Internetseite, die heißt Spigot Also MC, glaube ich. Warte, Spigo warte, warte. geschrieben, warte mal. Wir Nein, können das spigotmc.org. wollen auch Quest, also da würde sich eher Citizen anbieten. Also was Mimi auch gerade mal solche Sachen machen wollte mit Quest erstellen. Aber das ist, wie gesagt, ich sag jetzt mal so, wie es ist. Wenn ich mir überlege, wie lange Mimi an diesen ganzen NPCs-Entwicklungen hier gesessen hat und was sie sich alles beibringen musste, plant mal etwas Zeit ein, bis das Projekt überhaupt steht. Ja, also, das Oh kann ja, das ich, dauert lange, sich das also, alles dann auch noch einzuprägen genau, das und dauert zu verstehen. Zeit. Genau. Das dauert Tatsache doch seine Zeit. Also, da muss schon jemand sehr, sehr findig sein oder Vorkenntnisse haben. Das ist nicht so einfach. Stellt euch das nicht so einfach vor. Deswegen sage ich ja auch immer, es steckt sehr, 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 sehr viel Arbeit hier in diesem Server. Ihr es glaubt oder nicht. Aber es ist Fackel natürlich auch falsch hier. Und da mal. So, wundert euch nicht, was ich hier fabriziere. Ich weiß es Tatsache selber noch nicht. Ist immer so. Ich fange immer irgendwie an und dann wird irgendwas. So. Ah, wir brauchen also Freundchen. So. Komm mal. Sehen, dass ich das gleich nochmal ein bisschen auswechseln werde. Ich will jetzt erstmal Grundstruktur. Ja. Oh, das geht sogar auf. Sehr schön. Wollen wir. Ich denke mal, dann werde ich mir meine Gerüste gleich schon mal machen. Da unten halt nicht. Okay. Okay, das heißt, hier möchte ich dann machen mal so die Grundstruktur weg. Noch mehr Worte. Dankeschön. So. Weil ich muss ja gucken, in wie Brücke darüber bauen. Wird hier schon so eine Ecke. Kann ja ruhig ein verrücktes. Man muss nicht immer normal bauen. Will gar nicht. Okay, und dann geht von hier aus dann quasi die Brücke dann rüber. Also das wird dann nochmal anders als wie das Ding hier. Okay, dann können wir das hier schon mal ummachen. Alles was. Die Ecken schon mal reinsetzen. Okay, die muss da rein. Dann haben wir hier so ein Einerfenster, das passt. Und hier haben wir dann. Warte mal, dann kann ich den da wegnehmen. Der macht nämlich keinen Sinn hier. Okay. Eine sparen, ne? So, okay. Kommt hier einer hin?
ein. Da hätten wir ein Zweierfenster. Passt mir nicht so in den Krempel. Hm. Warum machen wir? Kommt ein einer. Warum auch nicht? Gott. Okay. Weil wir könnten natürlich den hier, der muss da sein, der kann hier hin. Dengi. Eins. Ah, jetzt. Halt nicht Maus hängen bleiben. Mann. Ich bleib hier hängen. Es als hätte der Creeper 'n Schnurrbart. Was? Ein Creeper hat einen Schnurrbart? Ah, ne. Was? Ja, mein Creeper hier. Okay, wir machen Als hätte er 'n hier das Schnurrbart. Ding hin. Oh, das ist. Da müssen wir hier noch nicht die. Mensch. Also heute ist ja wieder Würmchen. Ah, okay, so. Das. Nein. 1, 2, 3. Ja. Machen wir erstmal so. Haben wir hier. 1, 2, 3. Hopp. Ja, Shit. hopp. Hopp. Ja, schaffen wir nicht. So, 2, 3. Ja. Hm. Hopp. Hopp. Okay. Gut. Also man sieht, dass hier schon so eine Art von Gebäude ist. So, jetzt habe ich mir überlegt, möchte ich den Quarz nehmen. Und zwar, warte mal, die Quarzsäule. Wir probieren es mal aus. Wo die anderen werden auch nicht. Quarz. Ich glaube, hier mache ich die Quarzziegel. Eine Reihe lang. Weil ich will nicht so viel davon verbrauchen, weil die sind doch ziemlich teuer. Oh, sehen, wie ich mache. Könnten wir nicht. Wir haben es doch. So, wie gesagt, erstmal grob wieder vorzeichnen. Machen möchte. Dann haben wir die Dinger. Hm, da würde ich. Ja, da könnten wir nochmal Mauern. Richtig an, oder? Okay. Und da auch. Okay. Autsch. So, dann möchte ich ein paar Treppenstufen. Ich denke mal, die Patrouille ist so. So, bisschen. So, damit wir hier die Fenster dann reinsetzen können. So, und dann haben wir ja das Ding hier. Hm, da habe ich jetzt überlegt, ich glaube, ich mache den nochmal weg. Und
Sätze da. Den müssen wir aber auch weg. Das sieht komisch aus. Okay. Dann brauche ich jetzt Oh, Hund! Mann, man kann sich ja gar nicht konzentrieren bei dem Geschlabber hier. Ah, das seht ihr schon, das passt nicht. Ja, Mauer hier. Ah, okay. Ich würde sagen, mir noch zu merkwürdig. Wir haben ja hier auch einen nach innen. Ich denke mal, ich mache hier nochmal. Oh, ja, aber der sieht besser aus. Hm. Ich mal da. Hin. Mal. Sag mal, Maus. Eine Maus. Ja, so, besser. So, ich muss mal kurz meinen Pulli aus. So, okay. Okay. So, dann haben wir quasi so die Grundform hier. Mal das hier auch mal so machen. Das ist dann schon wieder anders. Okay. Hm. Oh, das Fenster bräuchte eine Stufe. Ein. Ah, okay. Hier eine Stufe. Jetzt muss ich mir was ein. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich will hier hin machen, sondern ich will einfach zurück. Es ist so eine Mischung zwischen halb edel und paar brauche ich. So, okay, ja. Besser. Ja, auch das dann noch einbinden. Plus. Also ich will mal probieren, ob wir ganz viele verschiedene Blockvarianten jetzt hier nehmen können. Da habe ich schon überlegt, normalerweise könnte man da auch Treppen und nicht so. Dann machen wir erstmal hier so Eck. Weil die sind ja relativ gerade hier. Hätte ich hier überall meine Zäune. Ja, meine Mauern. So. In Minecraft ist gerade neben mir ein Blitz eingeschlagen. Was? Oh, weia. In Minecraft ist in Minecraft ist gerade neben mir ein Blitz eingeschlagen. Mimi Okay. steht heute unter Strom. Ja, Okay. so in etwa. So, okay. Dann können wir hier noch einen draufsetzen. Da noch einen draufsetzen. Also die werden dann auch noch höher.
Da brauche ich aber eine Menge Gerüste. Wir können aber erstmal schlafen gehen. Ja, bis später. So, okay. Dann brauche ich mal. Das sieht so grob aus. Wie gesagt, das ist also die Umstellung halt von Kreativspielen zum Survival-Spielen. Da muss ich dann immer so ein bisschen anders denken. So, jetzt muss ich mal meine Gerüste. Kriegen wir das nicht. So. Ah, die Kapp-Oben-Dinger will ich nicht. Hier sind meine. Ja, Okay. ich lasse mit dem Schatten. Ich lasse das so. Sieht so schon gut aus. Dunkel. Gut, jetzt baue ich noch eine Stütze Die rein. können wir dann auch noch holen. Okay, das. Hihi, Ryu ist im Chat. Buh, hallo Rio. So, okay. Das kann ich als Stütze nehmen. Da erschreckt sie mich im Chat. Ich da. Böses. So. So, das sind jetzt. Ja. Denn alle. Dann packen wir da auf volle Blöcke. Mal so 3. Da. Volle Blöcke. Und auf die vollen Blöcke habe ich natürlich nicht mehr. Klar, na gut, machen wir das später. Mal erstmal das an. So. Das heißt 1, 2, 3. Hier. 5. Einmal kann ich mal zählen. 1, Ryu 2, fragt 3. was. 1, 2. Der muss weg. Bin schon wieder ein zu hoch. Kann schon wieder nicht zählen heute. Okay. Dann muss der da. So. Was habe ich eigentlich immer mit meinem Boot? So, dann machen wir die nächsten. 1, 2, 3. Dahin. So. Ja. Ja. Drei. Ja. 3, 3. Ach komm. Hin. Gehst du jetzt das Gerüst hoch? So. Okay. Gut. Das hätten wir. So, jetzt brauche ich die Treppenstufe. Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch Platz habe. Ich nicht. Okay, Rucksack rausholen. Rucksack vollpacken. Rucksack vollpacken mit Dingen, die ich jetzt keine Milch und ich brauche jetzt kein Wasser und die Spur und die Sticks und meine Angel. Na gut, Pfeil und Bogen brauche ich noch. Halt. Tiere brauche ich jetzt nicht. Und packe ich weiter, aber ich brauche kein Boot. Das ist ja Quatsch. Wozu soll ich denn jetzt hier mit einem Boot herum? Gut, okay. Okay. Jetzt brauchen wir hier nochmal.
So. 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 Ab. Müssen wir auch noch machen. Hat mich. So. Hab nicht geklappt. Auch nicht schlecht. Oh Mann. Ah, ein paar Treppen. So. Mal ein paar Treppen hier. Das sieht jetzt erstmal alles klein und mickrig aus, aber das wird noch besser. So. Hier noch und da noch. So, und hier sind ja immer diese 3 Abstand. Hier haben wir nicht. 3. Okay, dann muss der da weg. So, okay. Jetzt ist so, weil ich hier. Ah ja, okay. Okay, ja. Okay. Schon gesehen. Der Falschschluss. So, das heißt, hier muss ich das nämlich auch nochmal anders machen. Oh, der muss dahin. Der muss hier weg. Ist das nur ein? Es ist denn nur ein Maler? Aber nicht weiter schlimm. Nicht? Das können wir dann hier eigentlich auch so machen. Das hier. Oh, nee, das da bleiben. Wir müssen nur den hier machen. Da noch ein einsetzen. Und dann brauche ich nochmal die Mauern. So. Weil das soll ein bisschen Struktur hier halt kriegen. So, dann muss der hier nochmal weg. Hä? Ja, alles unten drunter, auch nicht schlecht. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, auch nicht schlecht. Das wäre so typisch. So. Okay, dann haben wir hier nämlich auch einen ganz normalen Aus. Okay. Warum war heute kein Gespräch? Ja, Männer hatte heute seine, ich sag mal wieder so ein Problemtag. Ja, das war sehr anstrengend heute wieder. Dann hatte ich leider nicht die Zeit. Aber wir haben das auf morgen verschoben. Alles gut. Wichtig ist halt nur, dass die halt wissen, ich bin nicht absichtlich davon ferngeblieben. So, okay, hier an den Seiten, wie gesagt, machen wir das auch noch hübscher. Denn jetzt habe ich erstmal das hier. Jetzt muss ich mal gucken. Hm, äh, heißt, da möchte ich jetzt so mehr oder weniger so eine Treppe reinsetzen, dass wir das haben. Weil, wie gesagt, die Wege und so, da kümmere ich mich dann drum. So. Hm, Treppe, Treppe. Ah, und unten halt wieder was. Wo wir da auch mal die Steine noch ein bisschen rückbauen können. Flacher wird. Also, wenn du absichtlich davon fernbleibst, jage ich dich dahin. Nein, alles gut. Das war keine böse Absicht heute. Ich war auch mehr als gekühlt. Heißt, hier könnten wir eigentlich auch schon eine Schicht nochmal wegnehmen.
So. Okay, passt. Gut. Dann möchte ich davon ein paar. Gut, die könnten wir auch. Was machen? Beispiel. Einsammeln. Könnte man auch umgedreht hin. Denn könnte man auch machen. Wir setzen jetzt erstmal so als Erinnerung. Okay. Noch ein. Dann möchte ich hier. Ach, Sieht absolut Mist aus. sieht Ich Creeper. gucke gerade, dass ich hier so zum einen und zum anderen gucke ich gerade, dass ich eine Stütze hier baue für den Creeper-Kopf, weil der schwebt so in der Luft. So. Okay. Und so. Okay. Gut. Jetzt brauche ich metallisch, Holz, Blitz, Leitung. Schauen, was wir hier. Okay. Magnetisches hätte ich gern. Wir könnten eigentlich auch mal so ein paar Ketten mit drin. Ketten irgendwo hin. Dann, was haben wir denn noch? Laternen möchte ich eigentlich nicht. Hm. Guck mal in unsere Kupferkiste da oben. Sowas. Ich habe mir überlegt, das Dach werde ich Tatsache, wie gesagt, aus diesem Kupfergedöns machen. Weil das Problem ist ja, dass man aus manchen Sachen halt leider keine Dinger machen kann. Also aus diesem Rohkupfer könnt ihr natürlich dann keine... Ach, sag schon, Mann, Stufen, Treppen und so machen. Ne, das kann man nur in Modpacks. Leider. Diverses Material. Was haben wir denn noch? Ein Gerüstblock, den kann man schmeißen. Ranken und sowas machen wir später alles. Blitzableiter habe ich. Betrieb habe ich. Ist genauso so wie Zäune oder so. Ich hätte so gerne Kupferzäune und sowas. Das wäre so toll, aber die gibt es leider nicht in der Version. Ah, ich muss noch ein paar von diesen wunderprächtigen, hübschen Dingern hier machen. Dann brauche ich von denen noch relativ. So, okay. Dann haben wir das schon mal. Den könnte ich ja eine Truhe mit nach oben. Nicht?
Holzig. Local. Local. Volles Inventar. Okay. Okay, okay. Magnetisches Metall, das raus. Kann ich hier noch decken? Man sollte sein Inventar stacken. Und vielleicht ein bisschen mehr Platz. So, okay. Und dann habe ich mir überlegt, wer die Kombination dunkelste Eiche nicht. Schwarze Eiche. Okay, das machen wir uns dann je nach Bedarf, ne? Wie gesagt, wundert euch noch nicht über die Brücke. Die wird noch besser. Brücke mit irgendwas. Was technisch. So, okay. Das da noch ein. Dass wir das so alles hier zusammenkriegen. Oh. Ja, überlegen. Ah, können wir eigentlich. Jetzt setzen wir da auch einen Block hin, ich weiß es nicht. Reicht natürlich wieder nicht. War ja wieder klar. Okay. Den muss ich doch nochmal nach unten. Hast ja erst immer zu wenig mit so. La 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 la. So, brauchen wir dann nochmal magnetisches Metall. Aber nicht mehr so. Das da wieder reinschmeißen. Ah, ich brauche. Okay. Dann müssen wir doch nochmal zu dieser Farmwelt. Dann wird es gehen, wenn ich dann das Eis. Also momentan geht's noch. Wir werden da noch so einiges brauchen von. Ich springe hier von einem Kürbis zum nächsten. Auch nicht. Also bis ich gemerkt hatte, dass das Kürbisse sind und keine Erde, dauerte es einen Augenblick. So, okay, das haben wir auch. Und oh, danke schön. Warst du fleißig, Kai? Ah, der Kai, ey. Fleißig. Also meine Invoice ist an, also kannst du mit mir auch wissen. So, okay, dann haben wir das. Das heißt, wir können uns jetzt dran machen.
Und oben schon mal irgendwie das Dach dahin kleistern. Habe ich mir überlegt, also die Fenster werde ich dann doch wieder ein bisschen anders machen. Ich hatte auch schon überlegt, da könnte man ja einfach mal so Ketten reinsetzen. Nicht? Setzt da einfach Ketten. Ganz einfach. Das Problem ist halt nur, ich muss mir aber dann was einfallen lassen mit der Beleuchtung. Aber das denke ich mal, das kriegen wir auch hin. Jetzt werde ich das erstmal so machen, dass ich die Beleuchtung quasi hier... Wieso? Ach so, das sind ja Mauern. Ich bin so ein Hunk. Das geht ja nicht, das sind ja Mauern. Hm. Ja, überlegen, wie ich Beleuchtung mache. Also manchmal Mein wirklich. Kieperkopf sieht komisch aus. Die komisch aus. So. Ja. Musst dir mal angucken. Seite da. Ich hier auf und mache. Ähm, nicht. Sondern anders. Bitte? Hier die nächste. Das ist der kommt. Okay, bis hierhin muss das. Okay, jetzt Frage, wie mache ich das jetzt auf der anderen Seite, weil da bin ich definitiv niedrig. Oh, oh. Weiterbauen. Heißt, der kommt dahin und der kommt dahin. Okay. Plapp, plapp, plapp. Quatsch, war der falsche. Gerüst und natürlich erstmal wieder einsammeln hier. Okay. Dann haben wir schon mal da diese Grundstruktur. Jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal aufs Dach gehen. Das kriegen wir ja von hier oben hin. So, okay, also. Wir müssen mal halt nur mit Sneaken arbeiten. Oh, das könnt ihr ja schon. So, und hier habe ich schon mal dieses eine Problem. Also das geht hier nicht rein. Woanders hin. Der muss quasi... Wenn die da nicht reinsetzen ans Gitter. Was ist denn das hier wieder für ein Krampf? Ja. Okay, dann müssen wir den hier wegnehmen. Setzen wir stattdessen daher. Ja, das müsste ja dann eigentlich connect. Jetzt den. Ein bisschen tricky hier. So. Bei der wäre dann so. Ja, wäre.
Den könnten wir auch anders. Warte mal, dass der da vielleicht connect. Er? Was? Kann man natürlich keine mehr. Ist wieder so super klar. So, das heißt, der müsste dann auch gedreht werden. Der müsste dann auch connecten können. Probieren Sie. Ja, so halbwegs. Ich glaube, der connectet auch an. Es ist jetzt ein bisschen tricky. Also wie gesagt, entschuldige mich, wenn ich jetzt hier so ein bisschen kurz mal ein bisschen herumprobiere. Das vielleicht doch anders baue, als ich es jetzt so mich hier oben gedacht habe. Na toll, jetzt wird der rund. Okay. So, aber ich glaube, das sieht so besser aus. Autsch. Okay. Noch ein paar. Ein paar. Dann brauchen wir die erstmal auf hier. Ich hoffe, dass ich dann noch durchkomme. Okay. Weil wie gesagt, man muss immer so ein bisschen erstmal rumprobieren. Hier ist es ja wieder gerade. Das heißt, im Grunde genommen könnte man hier dann wieder beigehen. Und nein, nicht so rum. Den andersrum bauen. So. So. Genau. Ja. Okay. Den dann so. Dann connectet der. Müssen wir uns hier noch was überlegen. Der muss hier noch weg. Aber da können wir dann ein bisschen schummeln, sag ich mal. So, okay. Und hier würde ich Tatsache so mit flachen arbeiten. Also hm? Was ich jetzt natürlich hier nicht machen kann, weil. Okay, das kann man dann schon durchziehen. Das ziehen wir dann durch. Okay, das müsste so hinhauen, weil da können wir nämlich an den Seiten können wir so ein bisschen schummeln und immer einfach was anderes. Das geht schon. Ich, ich habe einfach keinen Platz mehr. Alles. So, ich schmeiß mal kurz hier hin, muss mal kurz den Rucksack nehmen. Und mal wegpacken. Gut. Okay. Kommen wir hier hoch. Mit seinen Augen einfach zu knuffig aus. Nein, nicht da Das unten. sieht zu creepy aus. Warum gehst du da unten?
Kann ich eher noch. So, okay, dann haben wir die Seite schon mal. Da. Tap, tap, tap. Okay. Nicht wieder da unten. Mann. Oh. Okay, dann nehmen wir erstmal die flachen dahin. Nee, von den Treppen habe ich keine mehr. Ich hab eine Idee. Oh, oh. Da ist eine Idee. Halt, Ja, ich hab's heute das mit ist dem eine dumme Idee. Danebensetzen. Kennst du das, Also, wenn du einen Blick wie ein Frosch hast? Alle Blöcke immer ja, daneben landen? Oh, das ist so anstrengend. Mal wieder alles einzusammeln. Oh. So, weil wie gesagt, von außen wird das auch noch ein bisschen hübscher. Wo ist jetzt mein anderer Holzblock hin? Hallo, Holzblock. Ah, da unten. Arsch. Okay. Dum. Und hallo, Ma. Mitspielen geht über, wenn du, wie gesagt, einer unserer Unterstützer bist auf Kanalstufe 2. Dann kann man hier mit. Mhm. Das ist unser Dankeschön an alle, die halt unsere Gruppe hier unterstützen. Und ja, und uns im Grunde genommen die Projekte ermöglichen, weil wie gesagt, wir finanzieren unsere Projekte da draus. Hallo. Ja. Und weil hier sehr viel Arbeit drin. Ganz viel Zeit. Also wie genau es geht, steht auch immer in der Videobeschreibung. Und okay, hier geht's ein raus, dann geht's weiter schlimm. Hauptsache es bildet hier sich eine Linie. Okay, jetzt ist die Frage, machen wir das spitz zulaufend oder mache ich das? Oh, wir könnten jetzt eigentlich die Dinger hier. Warum nicht? Wir können das ruhig laufen. so, jetzt hat der Creeper blaue Augen. Ganz simpel und einfach hier mal Komisch hoch. aus. Oh. Sieht ein bisschen aus wie Leo. Also, musst du dir mal angucken, das sieht wirklich ein bisschen aus wie Leo. Ich bin sowieso gleich in deiner Nähe, glaube ich. So, jetzt mal gucken. Ah, wir machen das hier einfach so. So. Gar nicht so super aufwendig, weil die Deko ist ja nachher die entscheidende. So und so. 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 Weil hier kommt ja nachher noch das andere Dach dann drauf. Ah, wieder nicht genug. Ich werd irre. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ich hüpfe erstmal ins Bett. Müde. Und trinke einen Schluck Kaffee. Prost. Aua. Okay, wir brauchen noch ein paar Holzblöcke. Okay.
So. Ja, das war nämlich das. Okay, dann muss ich aber jetzt von außen. Also sonst ist so das Dach und dann komme ich doch gar nicht mehr. Ui. Muss ich überlegen, wie ich die Stütze baue. Oh, genau, dann kann ich da nämlich rein. Das geht. Das ist gut, das passt. 3. Mir fehlt genau ein blöder Stein, der hier oben auf dem Dach liegt. Sehr schön. Oh Mann. Okay, das haben wir schon mal. Genau. So viel hier drin. Obwohl ich auch schon überlegt habe, eigentlich könnten wir die auch höher setzen, weil dann brauchen wir hier nicht extra Laternen oder was oben drauf machen. Und natürlich fallen die Dinger hier unten runter, wo sie nicht hin sollen. So, dann ist das nämlich spawnproof. Das heißt, da oben kann nichts auf dem Dach spawnen. Weil das würde mir noch fehlen, ey, wenn die jetzt hier rumtanzen. So, okay. Ah, hier geht's auch nicht. Hier kann ich auch nichts hinsetzen. Ich kann hier nur sitzen. So, jetzt sitze ich hier. Yay. Okay, also, das hätten wir auf jeden Fall schon mal. Also dieses vordere Ding hier. Okay. Können wir runter? Mal gucken. Ja, das kann man noch ein bisschen besser machen. Also ich denke, haben wir noch von denen hier. Ja. Wir können aber auch die nehmen. War noch besser weitermachen. Wir nehmen dann noch ein paar mit. Dann haben wir da nämlich auch noch mal diesen Kontrast. Dann gehen wir mal bei und packen die da. Da. Genau, dann müssen wir das dann natürlich auch so machen. Okay. So. Erstmal auf die Höhe. Da lang. Ich glaube, das ist ein Körper. So. Und dann setzen wir quasi hier. Jetzt richtig. So, okay. Da rein. Dann müssen wir das gleiche im Grunde genommen. Nein, nicht da lang. Hier lang. In die Richtung auch machen. Oder hier zum Beispiel raufgehen. Mal ganz gut. Das jetzt hier umgedrehten oder sind die jetzt falsch rum? Mal gucken. Die sind falsch rum. Ah. So müssen. So, so rum. So wird ein Schuh draus. Okay, die brauchen wir ja auch nicht. So, auf der anderen Seite wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Habe ich überlegt, dass wir die hier auch mal wegmachen. Und da würde ich quasi die dann so ransetzen. Ich glaube, das sieht aus. Das wirkt nicht so ganz so unstabil denn. Den so. Autsch. Mann. Fall von meiner eigenen Brücke. Dadadam.
Hidden. So, mal den hier weg. So taste ich mich dann quasi jetzt so ganz langsam an das Eigentliche ran, was ich ja hier plane und mache. Also planen tue ich immer nur den nächsten Bauschritt. Da. Ja. Stell mir dann immer vor, wie könnte es noch schöner aussehen. So, okay, dann müssen wir, glaube ich, noch den hier machen. So, die können wir so lassen. Aber so sieht das schon mal besser aus. Wir gehen mal ein Stück zurück, dann gucken wir das mal an. Ei, wartet mal, ich wollte eigentlich machen. Okay, jetzt ist besser. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, also das hier, wo das Ding jetzt draufsteht, das wird noch variiert. Da kommen dann noch Dinge hin. Da werden noch Dinge getan. Ganz viele Dinge getan. Ich überlege gerade, ob ich muss die von außen setzen. Oh Mann. Okay. Okay, okay. 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 Ich muss. So, einmal hier. Einmal da. Ei. Richtig. Uff. Drinne. Hat der sich jetzt hier connected? Den habe ich da rausgenommen. Nein, man muss nicht immer alles verstehen. Den habe ich rausgenommen. So, Rumbe. Okay. Der ist so und die muss ich dann hier noch machen. Ja, die ganzen anderen. So, das kann ich aber hier nicht machen. Das anders machen. Muss ich von unten machen. Okay, okay. Von ganz unten. Nein, nicht in die Länge bauen. Mann. Also heute habe ich es wieder spielen. Ich sollte meine Gedanken zusammenhalten, wenn ich hier baue. Warte, ich hoffe nur, dass die Dinger hier reichen. Warum komme? Okay. Bin ich schon wieder zu hoch? Oh, noch. Okay. Da bin ich zu niedrig und zu weit weg. Das ist klemme mal an den Gerüsten fest. 80, na sehr gut hier. So. Ein. Das ist ein bisschen tricky, aber wie gesagt, so seht ihr halt, ich bin auch im Survival. Oh, ich spiele wie alle. Ja, kann genauso sterben und von Gerüsten fallen wie alle anderen auch. Ah, hoffen, dass es bis drüben reicht. Nein, es reicht nicht mehr, aber da sind Steine, sehr schön. Okay, alles gut. Oh, und dann den hier. Nein, nicht den auswechseln. Ah, habe ich hier noch? Nein, habe ich nicht. Oh, ich habe nur noch so eine blöde Treppe. Okay, Stufe dahin. Treppe dahin. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ja, wir schaffen das irgendwie. Den dahin. Den da noch hin. Äh, Da komme ich nicht mehr ran. Okay. Und das wäre eh der letzte weiße. Das muss ich so runter. Dann können wir unten gleich erstmal einsammeln.
Was hier schon wieder alles runtergefallen ist. Aha. Also der Kies muss auf jeden Fall hier noch weg, der ist so hässlich. Das passt doch gar nicht. An mein PC hier voll am Rummeln. Ist halt ja immer, wenn man heizt, dann schwitzt mein PC, habe ich das Gefühl. So, dann machen wir mal weiter. Okay, ich brauche noch ein bisschen Quarz. Bisschen Quarztreppen. Atsch. Hier wieder hoch auf unser Gerüst. Jetzt heißt das ein Kanter, okay, dann können wir hinspringen. Ah, das passte noch. Und den müssen wir hier noch einsetzen. Und wie gesagt, so entwickelt sich Stück für Stück halt das Ganze hier. Okay, jetzt haben wir unseren Stein wieder. Jetzt hängen wir hier fest. Das ist auch wieder toll. Mal gucken, dass wir hier irgendwie uns ähm, ich bin nicht auf der Stufe hier. Jetzt sitze ich hier in der Treppe. Ja. Auch nicht schlecht. Ich sitze in der Wand. Ah, sehr toll. Wirklich gut gemacht, Bo. Du bist echt nicht zu toppen heute. Oh Mann. Na komm. Ähm, naja, egal. Wir haben es ja. So, einmal Gerüste bitte abbauen. Dankeschön. Ich habe trotzdem das Gefühl, die werden jedes Mal weniger. Naja, vielleicht hängen sie da oben auf dem Dach oder was. Keine Ahnung, müssen wir mal nachgucken. Weil die nutzen sich ja eigentlich nicht ab. Hab ich zumindest noch nichts von gehört. Okay. Oder hast du gehört, dass Gerüste sich abnutzen und spurlos verschwinden? So, Nee. okay. Jetzt haben wir schon mal hier diesen Gang. Und jetzt kann man nämlich beigehen und zum Beispiel jetzt einfach erstmal die Dinger hier aufhängen. Also hier mal einmal Licht machen. Und ja, dann machen wir hier einmal kurz. So, dann haben wir hier schon mal Licht drin. Das machen wir natürlich auch noch anders. Weil wir haben ja immer so Möglichkeiten, wo man dann vielleicht auch mal was aufhängen kann oder so. Mal schauen. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall so ein bisschen Licht dran. Hallo Gucci und hallo Justin. Wie gesagt, alle Instruktionen, wie man hier mitspielen kann, stehen halt in der Videobeschreibung drin. Also wie gesagt, das ist quasi, dieser Server ist unser Dankeschön an unsere Unterstützung, unsere Supporter, um es mal so auszudrücken, Supporter der Stufe 2. Ja, wie gesagt, das ist unser Dankeschön und wenn man uns unterstützt, wie gesagt, dann kann man natürlich auch, wie gesagt, Kontakt über uns bei YouTube aufnehmen. Bei YouTube sage ich schon. Ich bin heute verwirrt, Leute. Also nochmal, wenn du jetzt zum Beispiel uns unterstützt mit der Kanalstufe 2, also Mitglied bist, dann kannst du hier auf den Server. Ja? Für alle anderen, wie gesagt, also auch also wie Mitglieder und alle anderen, wie gesagt, könnt ihr auch uns im Discord besuchen. Ja, wie gesagt, ach Mann, heute ist nicht mein Tag. Ich bin noch mit meinen Gedanken total woanders. Ja. Es ist noch etwas ungewohnt. Wie gesagt, das ist alles als Dankeschön, dass ihr hier mitspielt. So, ja. Aber ihr seid natürlich alle herzlich willkommen auf dem Discord, ist klar, ne? Ihr dürft alle auf den Discord kommen und mit Hi, uns Gucci. natürlich auch reden. Hallo Hallo, hallo. Gucci. Gucci, ich bin heute verwirrt. Ich habe Knoten in Jo, meinem Hirn. Ganz ja, schlimm heute. solang's nur Knoten sind und keine Kuscheltiere, dann geht's ja. Ja, das würde mir ja noch fehlen hier.
Kuscheltiere. Kuscheltiere im Im Hirn. Hirn. Oh Mann. Nee, danke. Das wär's. Oh Mann. Okay. Muss ich hier mal gucken. Ich möchte das hier Tatsache noch ein bisschen anders machen. Nee, da will ich noch was vorsetzen. Also da kommt noch irgendwas vor. Njam, 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 njam. Njam. Okay, bis hierhin haben wir das eigentlich schon. Jetzt muss ich mir mal überlegen und Gedanken machen, wie ich da oben weiter verfahre. Ja, noch hier nämlich noch ein paar Dinge ranbauen. Und hallo, liebe Ria. Alles wird gut. Kleiner Drücker für dich. Ja, ja. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wäre schön, wenn es gut wäre. Gut würde. Aber das wird sich noch ein bisschen hinziehen. So, okay. Jetzt habe ich nämlich Folgendes vor. Ich möchte jetzt hierbei gehen und das hier eigentlich wegmachen. Aber vorher möchte ich da was ransetzen. So, ransetzen. Möchte ich was ransetzen? Was möchte ich hier durchbauen? Dadurch. So, okay. Das werde ich aber ein bisschen... machen. Ach, das ist der Boden. Das geht ja auch wieder nicht. Ah, das geht nicht. Muss das tiefer machen. Okay, dann müssen wir das tiefer machen. Sonst geht das nicht, was ich... So. Ein Durchblick. Ja, ja. Ein Durchblick. Nein, da soll was ran. Ich bin doch hier im Steampunk und da muss ich mir doch immer was einfallen lassen. So, das heißt, hier muss es noch einen... Warte mal, ich hätte den einen Stein da stehen lassen müssen. Den lasse ich mal stehen, Alter. Kann ich das dann nicht raufsetzen? So. Muss ich das mal kurz so machen? So machen. Das hier wegnehmen. Oh, das da. Mal gucken. Nee, weil ich will da was ransetzen. So. Komm ich da nicht hin? Ah, so? Ja, wir machen ruhig noch einen Abstand mehr. Ah, so? Hä? Ich hab ja gesagt, ich baue total crazy Dinger. So, okay, dann haben wir das. Ja, dann musst du mal mein Gebäude anschauen. Das ist, wie gesagt, na, du baust ja sowieso mal total durchgeknallt. Das kennen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues von unserem Gucci. Wenn Gucci loslegt, dann entstehen da mal die wilden Dinge. So, okay. Das heißt, ich möchte jetzt erstmal. Jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt passt. Ich brauche drei. Drei zu jeder Seite. Hm? Hier steht der doofe Baum hier doch. Ich wusste, dass dieser Baum stören wird. Ich wusste es. Geh weg. Geh weg. Bau dich ab. Verschwinde. Oh. Den kann ich jetzt hier überhaupt nicht. Geronimo! So, der muss hier erstmal verschwinden, dieser Baum. Ja, ja, du wunderst dich, was ich hier baue. Ich habe übrigens auch, ich habe eine bessere Axt wie du. Mhm. Gab's mir nicht? So, okay. 1, 2, 3. Ah,
3. Oh, der arme, schöne Baum. Oh, weg ist er. So, dann muss ich hier den Felsen. Kleiner, so. Passt das hier nicht? So. Ich hab Bock einfach auf beklopptes Zeug zu bauen. So, und jetzt muss ich hier auch noch 1, 2, 3 hoch. So, okay. Jetzt ist die Frage, ob ich das nochmal hinkriege. Und zwar setze ich mal an jeden. Das hier noch. Ah, fuck. Weißt du überhaupt, was du baust? Nein! Nein, weiß ich nicht. Ich baue einfach irgendwas und weiß nicht was. Das ist doch immer so, weißt du doch. Okay. Und dann kommt der da nochmal. So, okay. Okay. Sammeln wir wieder ein. Jetzt rennen wir ins Bettchen. Sollten wir mal vielleicht nicht Steine aufstellen, sondern jetzt mal beleuchten. Habe ich hier bald echt ein Problem. Nein, nicht Weg machen. Ausleuchten. So, okay. Hopp ins Bett. Wie heißt die Server-IP? Also wie gesagt, lieber Jan, du fragst das jedes Mal. Lest dir einfach die Videobeschreibung durch. Sonst verwirrst du mich heute noch mehr. So, okay. Jetzt muss ich gucken. Ich Hör zu möchte spammen hier im ein Chat von Huhn. Zahnrad machen. So. Und ich entsinne mich, dass das so war. Das ist so lange her, dass ich sowas gebaut habe. Ihr müsst also entschuldigen, wenn ich jetzt ganz so gleich weiß, was ich hier tue. Also wie gesagt, nur mit rumprobieren kommt man ans Ziel hier. Okay, also. Das heißt, hier müssten dann auch 2. Und dann muss hier einer und dann natürlich da oben noch einer und dann ganz oben. Jetzt habe ich das wieder kaputt gemacht. Du musst nicht alles Da. kommentieren, Pellet. Sonst kriegst du einen Namen, der dir nicht gefällt. So, okay. Das heißt, hier muss dann auch noch hin. So, jetzt überlegen. Dann muss hier einer hin. Und da einer hin. So, so weit, so gut. Und jetzt muss ich überlegen. Jetzt war das nämlich mit Treppen irgendwas. Dann brauche ich jetzt Kobbeltreppen. Ich habe ein so brechend volles Inventar. Kobbelt. Ah. So, 24 weiß ich nicht. Die reichen. Ähm. Folie. Okay. Also normalerweise. Wir machen das jetzt mal Ihr unten. fragt, was Gucci ist. Österreich oder Schweizer? Gucci ist ein Schweizer. Schweizer? Genau wie Ein Nonstop. Japaner, Schweizer. Ein japanischer Schweizer. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie baut man so einen Zahn? Müssen wir uns das mal so vorstellen. Also. Im Grunde genommen müsste
Nein, nicht so ran. Ach, irritier mich doch nicht immer. Das ist halt schrecklich. Ihm doch immer alles falsch rumsetzt. So. Dann müsste da einer hin. Dann muss ich mir hier so ein Denkblock hinsetzen. Aber wir nehmen mal das Holz. Nehmen einfach mal das Holz. So. Ja. Dann wieder so ein Denkholz. An der will. Ja. 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 Passt. Ich kann nämlich, ihr müsst wissen, ich kann nicht logisch denken. Das ist das Problem. Also mir fällt das extrem schwer, mir im Kopf solche Dinge vorzustellen. So, das heißt, bei dem wäre das dann so. Das heißt, der wäre dann so. Dann müsste da der Denkblock hin. Der dahin. Der Denkblock hin. Und der so. Und dann müsste ich die holzigen Dinger da wieder rausholen. So, und bei dem ist das jetzt folgendermaßen. Müsste jetzt eigentlich alles seitenverkehrt sein, oder? Sehe ich das falsch? Oder muss ich die Seite genauso machen? Ja, muss ich genauso machen. Also im Grunde genommen so. So. Dann muss hier. Hallo? Hier bin ich. Weg. So, das heißt Bis da, ja. Ich sehe hier. dich. Dann kommt dahin. Dann kommt der nächste Denkblock hier hin. Und dann kommt der hier dahin. So. Und dann muss ich oben das auch nochmal so machen. Dann ergibt es ein Ganzes. Wenn ich das so richtig sehe. Oh, So. hasse frisch geduschte Menschen. Oh. So, dann haben wir die Denkblöcke hier raus. Das. So. Wenn ich da oben hinkomme. So, das heißt. Der. Hier. Oh. Also so. Dann kommt hier der Denkblock hin. Also Denkblock ist immer so der gedachte Block bei mir. Wundert euch nicht. Der, Der der Denkblock. gedachte Block. Der Block, der Der denkt. denkt. Ja, Okay. wollte ich gerade sagen, der Block, der denkt. Okay, das heißt, warte mal, damit wir die gleich da rauskloppen können, wieder die Denkblöcke. Der hier. Der. Ja. So. Okay, das heißt, so im Groben hätten wir jetzt eigentlich, müsste jetzt rein theoretisch, wenn ich alle Denkblöcke weg habe, ein Zahnrad sein. Jo, schaut mal. Yay! Ein Zahnrad, ein Zahn. Ich weiß, dass die Dinger besser zu machen sind. Es ist jetzt mein erstes seit langer, langer Zeit. So, dann könnte man ja so mit Kontradingern arbeiten. Mal gelernt. Nehmen wir mal die hier. Und packen die mal hier rechts hin. Ja. Ja. Mal gucken, wie es von unten aussieht. Also, dass man das jetzt alles so ein bisschen verschönert halt. Oh, so. Dann müsste man das oben dann auch so machen.
Wie würde das aussehen, wenn du jetzt bei bei den Treppen noch Treppen verkehrt hin Habe ich auch schon gerade klatschen überlegt. würdest? Habe ich auch gerade Weil dann überlegt. sieht es etwas breiter aus. Ja, habe ich auch gerade Weil das sieht überlegt. so zerbrechlich aus. Das Ja, sieht das so ist noch. zerbrechlich aus. Und mir geht schon wieder das Baumaterial aus. Mann, du meinst so. Autsch. Es tut weh. So, warte Hast du so mal. eine große Verzögerung? Ja, ja, ich habe wie immer verzögert. Weißt du, es ist normal. So, dann müsste ich Irgendwie hier noch. sieht Mann. mein Creeper-Kopf zu niedlich aus. Ja, als genau das. so, ja, ja. So, So ne? meinte ich es. Ja, genau. Dankeschön. Das sieht dann etwas stabiler So. aus. Und dann von Ja, innen sieht halt auch so ein bisschen. Und dann können wir noch mit Falltüren und so halt arbeiten. Ne? Da kann man dann Fass oder weiß ich was, dass man hier, dass das alles Nein, noch der so ein ist falsch. bisschen. Was? Der ist falsch. Der war falsch. Der war falsch. Jetzt ist gut, Ach ja. so, du bist in der Verzögerung noch drin. Ja, Oh. ja, ja, ja. Oh. Wenn du Oh. den Stream fertig hast, bin ich noch am Anfang oder mit So einer ungefähr. fehlt noch. Äh, Eine ah. Seite fehlt noch. Ja, ja, ich bin noch nicht Aber es sieht oben. besser aus, so, Ja, dünkt weg, sehe mich. ich geh weg. auch. Ich muss mal. Sieht stabiler aus, so. Oh, dann muss ich hier noch. Ach Ups. stimmt, ich hatte ja keine Holztreppen mehr. Oh. Wollte doch Holztreppen machen. Und auf der anderen Seite machst du dann ein Windrad, oder wie? Ja, mal gucken, was ich da bastel. Oder vielleicht eine Maschine, wo dann so Loren dran sind. Also so irgendwas dran gekleistert wird. Also Also wie so eine Art wie, Flaschenzug, weißt du, so. ja, wie, wie. Wie soll ich das erklären? Keine. Nein, ich weiß, was du meinst. Autsch. Jetzt habe ich vergessen, den anderen zu Ähm, machen. Oh. Ich glaube, ich habe einen Autokiller in der Creeper Farm gebaut. Was? Ich habe vergessen, dass ich die auf 5 Hertz runtergemacht habe. Oh. Die gehen alle kaputt, sobald die da runterfallen. Machen alle Aua. Schämt mich sehr. Aua. Mann. Kann nicht mehr rein, Alles. ey. Also heute ist der Wurm drin. Genau. Habe ich 2, habe ich da. Nein, das sind Maden. Ja, ich glaube, ich habe gestern in 12 Pixel zu viel Maden. Ah, Ne, es ist zu sch Du hast zu wenig Vitaminen gegessen. ja, ich glaube auch. Deshalb. Also heute ist echt, Mann, Den muss ich noch mal echt ein bearbeiten. Krampf. So, ich muss mal gucken. Ich habe, glaube ich, an irgendeiner Stelle da oben. No, da fehlt auch noch. Ja, wie gesagt, es ist wirklich etwas anderes, ob man im Survival plötzlich dann wieder baut. So, okay, dann haben wir das jetzt. Jetzt können wir uns das von unten mal angucken. Ja, der Joe-Kraft hat doch irgendwie so etwas gemacht mit den Loren. Ja. Ja, so, jetzt sieht man so langsam, in welche Richtung es geht, die Reise, denke ich mal. Dass das so langsam jetzt in Richtung Steampunk endlich geht. So. Okay. Und da möchte ich sowas wie so ein Förderding machen. Weil, wie gesagt, so eine Sachen habe ich ja alle schon mal gebaut. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du so etwas im Kreativ baust oder im Survival halt. Das ist, wie gesagt, eine ganz andere Hausnummer. Ich finde zum Machst du Beispiel eigentlich, dieses ganze Ding machst du, eigentlich noch ein bisschen zu zierlich. Warum sind machst du meine eigentlich Gerüste links da und rechts, oben? Warum sind meine links, Gerüste da? Warum? Warum?
links und rechts machst du auch noch Holztreppen rein, oder wie? Links und rechts. Was? Vom Rad. Du hast jetzt unten und oben hast du ja Holztreppen hineingetan. Genau. Und jetzt auf der Seite auch. Da meinst du. Da. Da oder was? Nein, Ich weiß nicht, nein. was du meinst. Es wäre mal Stell dich noch einfacher, wenn mal. derjenige auf dem Server wäre und es zeigen würde. Mann. Ja, Was? ich war auf dem Server. So, wo meinst du jetzt? Hier oder was? Nein. An der Stange, am Rad. Was meinst du? Da, ja, da. Also Hier. beim Cobblestone, das. Ja, genau, Da, wie sie oben und unten gemacht da, hat. das, so, oder was? Es geht nicht Mach mal mit als Verzögerung, das ist Müll. Es hilft mir nicht. Wie gesagt, die Du hast doch Verzögerung ist oben einfach. und unten beim Cobblestone Holzstufen, Holztreppen hingetan. Ja, dort, genau, dort, wo du jetzt bist. Ja, genau. Ja, yeah, das meinte ich. Das sieht aber doof aus. Ja, aber du hast ja oben und unten auch. Verstehe ich nicht. Das Sonst, oben Macht und unten Trapdoors auch. oder so. Ich weiß nicht, was er meint. Es nervt. du hast doch oben und Ja, das ist ja unten, das. ganz Ja, oben, mit den Trapdoors habe ich doch gesagt, kommt doch erst später. Genau. ganz oben und ganz unten Ich baue doch hast du alles ja erstmal grob Treppen. vor. Weil da kommen ja auch noch Fässer rein. Das ist ja alles noch viel zu clean alles. Das kommt doch alles noch. Muss doch erstmal die Mechanik hier bauen. Genau, Kai. Er ist Schweizer, was erwartest du? Genau. Noch ist es ein Smiley mit Zahnschmerzen, wird schon. Und hallo Blue Space. Ich hoffe nicht, dass ihr hier irgendwelche Zahnschmerzen oder sowas habt. Das wäre nicht so. Ach So, du okay, auf jeden Fall Heilige. soll die Stange hier jetzt quasi durchgehen. Also da oben, ja. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal gar kurz mal hochstecken und gucken, was da ist. Das muss dann nämlich auch noch ein Stückchen weiter rausgehen. Und da will ich nämlich sowas ranmachen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, was ich da vorhabe. Muss ich erstmal das Gestänge hier rausnehmen. Wie gesagt, ich mache das jetzt relativ grob. Ja, also das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Das ist wie Vorzeichnen und die Details kommen später. Mann, jetzt gib mir doch mal mein Holz. Das gibt's doch gar nicht. So, okay. Autsch. So, machen wir das hier mal weg, damit wir das sehen, wie weit das raus ist. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ich weiß, Kännchen, ich soll immer F4 drücken und mit meiner Kamera rumfahren. Ich weiß. Ich vergesse das aber. So, okay. Also, jetzt muss ich mal gucken. Also, jetzt kommt dieses Ding hier quasi raus. Das heißt, das wird noch ein bisschen schöner. Und dann kommen hier quasi, da muss ich jetzt aber mal kurz überlegen, wie ich das gemacht habe. Das Problem in der Sache ist, wie gesagt, ich habe solche Dinge schon gebaut. Aber wenn ihr die längere Zeit nicht mehr gebaut habt, dann ist das relativ schwierig. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie haben wir das gemacht? Weil das ist eine Bauweise, die auch im Survival geht. Okay, ich brauche jetzt erstmal eine ganze Menge Falltüren. So, jetzt muss ich erstmal mein Inventar ein bisschen leer machen, weil sonst geht das nicht. Weil das müsste gehen. Das kann man mit diesen Eichenfalltüren. Ich werde das jetzt mal wirklich in Java primitiv bauen. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. So, metallische Dinger. Wir machen jetzt mal das Inventar ein bisschen leer, weil das geht mir hier langsam ein bisschen auf den Keks hier alles. Das ist ein bisschen voll alles. So, wir schmeißen Kupferdinge weg.
Dann formbare Masse machen wir mal das ganze Ziegelgedöns da rein. Das brauche ich nämlich jetzt auch nicht. Dann schmeißen wir mal in Klumps Kiste unseren Quarz rein. Dann haben wir noch Kobbelgedöns. Kobbelgedöns schmeißen wir mal in die Kobbelkiste rein. Ja. Und dann haben wir noch Schwarzeiche. Das schmeißen wir mal in die Schwarzeichenkiste rein. Ah, okay. Und dann haben wir noch Akazie. Habe ich eine Akazie? Akazie muss hier noch sein. So, Fichte, Mangrove, Akazie. Gut, okay. Jetzt haben wir das nämlich wieder ein bisschen freier. Und jetzt nehmen wir die Eiche. Nehmen wir das mal mit. Dann gehe ich an meine Werkbank. Bei mir bist du noch am Einräumen. Ja, da kannst du mal sehen. Das ist wirklich katastrophal. So 26 werde ich nicht mit hinkommen. Das weiß ich jetzt schon. Erde brauche ich. Erde. So, jetzt sind Unter bei den mir nimmst du Boden. jetzt die Eiche. Was? Bei mir hat sie jetzt von die Eiche genommen. Jetzt hat sie Das Falltüren Problem an gemacht. der Sache, die Bubu sagt nicht, was es werden soll, Grummel. Sag jetzt bitte. Also, ich möchte hier quasi auf dieser Brücke eine Art Förderanlage machen. Also, ihr kennt das ja bestimmt so von solchen Bergwerken oder so, dass man manchmal dann so Förderanlagen hat, wo so Körbchen dranhängen und solche Dinge halt. Ja. Und jetzt bin ich aber am Überlegen, dass das Problem an der Sache ist, es ist wirklich eine ziemliche Weile her, dass ich das für Kroko gemacht habe. Und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es ist Tatsache, ich glaube, schon 3 Jahre her oder so, Kannst du das das Video gemacht nicht habe. anschauen? Ja, ich könnte es anmachen, aber da haben die anderen ja nichts von. So, okay. Ja, Genau. du musst ja wissen, wie es geht, nicht Ja, die anderen. okay. Nur um zu schauen, wie du es gemacht hast. Mal hier mal hoch. Ich bin bestimmt wieder genau daneben. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo will ich das daran machen? Das ist hier eigentlich. Nein, wir müssen eine näher ran. Eine näher ran. Hier müssen. Okay. Das sieht schon komisch aus. Ah, Du sagst, dass du machst, aber aber du, auf du dem, siehst doch was auf dem, anderes. auf dem, ja, genau. Ja, tut mir ja leid. Ist so. Okay, jetzt müssen wir das da alles ranklotzen. So. So. Aber das ist eine große Verzögerung, die du da Ja, hast. ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. Das ist halt Internet, das ist YouTube. Das ist richtig ätzend. Das ist richtig ätzend. Ich bin immer noch am Überlegen, was haben wir denn genommen? Haben wir Komposter genommen da? Nee, Kessel. Kessel hatten wir als Förderkörbe. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hätte mir das ja auch einfacher machen können. Ich hätte ja auch einfach nur Skeletto fragen müssen, weil das habe ich nämlich damals mit ihm zusammengebaut. Mhm. Kessel mit Ketten. Ja, nicht unbedingt. Also man kann auch Falltüren nehmen. Ah, die sich aber nicht schon wieder irgendwo hinsetzen, wo man sie nicht hinhaben will. Mensch, gibt's doch gar nicht. Blöde Internet. Doch, Ich doch, habe übrigens heute noch gar kein Internet bis heute Morgen um 5 gehabt. Ja, so zur Info. Mhm. Toll. Ja. Also wir können es mit Ketten machen, wir können es mit Kesseln machen. Also ich mache jetzt einfach mal dieses Förderband hier. Ja, also ich mache jetzt einfach mal das jetzt so, wie ich meine, und dann können wir immer noch Dinge austauschen. Und das alles ohne Gedenkblöcke. Kannst du mal sehen. So, ich mache jetzt einfach mal. Wie gesagt, die Falltüren haben nämlich die Eigenschaft, dass die jetzt hier eigentlich nicht runterfallen dürfen. Wenn ich die Erde da wegnehme.
So, dann muss ich aber mir Kessel machen, ganz viel. Es wird lustig. Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wie gesagt, jetzt geht es erstmal ein bisschen runter. Das wird dann auch noch aufgehoben. Da kommt ein Loch hin. Quasi, dass die Dings da versteht. Also guck mal, wenn ich die hier wegnehme, die bleiben stehen. Seht ihr das? So. Nein, nein, du Ja. bist noch an der Erde Ja, abbauen. ich weiß. So, und jetzt werde ich aber Jetzt, trotzdem erstmal jetzt zur ist noch nicht. Eisenfarm. Nee, ich hab ja Eisen. Wartet mal. Hab doch Eisen. Mir wurde doch Eisen gebracht schon. Kann ja schon machen, die ganzen Kessel. Das ist gut. So. Und Ketten habe ich ja auch, glaube ich, noch. So, nehmen wir mal den Rucksack, gucken da mal nach. Also ich habe hier die Ketten noch. Und ich habe irgendwo, habe ich eingeschmissen. Bin gerade verwirrt. Oder habe ich die jetzt in meine Quarzkiste in Klimms Schatztruhe geschmissen? Was denn? Meine Eisenblöcke. Quarz, 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 Quarz. Ja, war klar. Die sollen in Klimm seiner Küste. Das geht gar nicht. Böses Bubu. Das ist doch nicht So. wahr. Warum sterben die denn jedes Mal, wenn die hier runterfallen? Wird wahnsinnig. 64 Kessel kriegen wir hin. Ah, Das ist gut. Okay. Wer stirbt? Autsch. Bin hängen geblieben. Häng immer noch. So. Okay, so Stück für Stück machen wir hier so eine Art Industrielandschaft, Steampunk, mit ganz merkwürdigen Dingen. So, jetzt muss ich nämlich mal was gucken. Jetzt müssen wir nämlich sehen, dass wir die Kessel da auch irgendwie rankriegen. Okay. so, Das Problem Flasche leer. ist nur, also was ihr wissen müsst, wir können natürlich die Kessel nicht auf den Kopf drehen, ne? Also ihr müsst da ein bisschen Fantasie jetzt haben, weil, ja, es ist halt so. Ja? Also ich kann sie Ja, nicht umdrehen, dass die dann ich auf der nehme die anderen Seite Hilfsblöcke. kopfüber sind halt, ne? So, okay. Ja, ich würde Tatsache auch meinen, dass da Ketten zwischen besser sind. Weil damals gab es nämlich keine Ketten, müsst ihr wissen. Da haben wir noch, glaube ich, in der 1.16 gespielt. Ja, 1.16, glaube ich. Ja, ich glaube, so sieht das nicht schlecht aus. Okay, machen wir mal weiter. Dann nehmen wir mal die Falltüren dann wieder weg. Setzen unsere Kesselchen dahin. Das ist Arbeitsbeschaffung. Naja, das ist Beschäftigungstherapie, weißt du doch. Nein, nicht so, die Kiste. Nee. Ja, Nicht genau so, doch. ja. So. So, dann bauen wir uns wieder ein Stück runter. So, den ersten Kessel. Hier hin, ne? Dahin. Da einer hin. Und da unten noch hin. Ja. So. Und wie gesagt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, Der dass da drunter wird Creeper. natürlich dann ausgehöhlt, ne? Das ist klar. So, das war natürlich wieder sehr intelligent von mir. Wie immer. So, Soll okay, ich mal euch dann. was Schönes zeigen? Ja, sofort. Darf ich schnell die eine Reihe hier fertig bauen, damit ich das nicht vergesse, wie ich es gebaut habe. Ja, ganz in Ruhe. Immer diese Wünsche. Naja, Au, mein Knie. dann gehen wir gleich mal zum. So, hier ist noch so das Ding. So, und den müssen wir eigentlich. Nein, nicht so rum. Mensch. Alter, mach nicht sowas. So, okay. Gut, dann müssen wir das auf der anderen Seite auch nochmal so machen. Okay. Da setzen wir die jetzt versetzt an. Das heißt, hier kommt der erste Kessel hin, der zweite Kessel hin und da kommt der dritte. Ein Kessel. Machen wir das Ding weg. Kette hin. Kessel hin.
Kette hin. Kessel hin. Kette hin. Oh, jetzt müssen wir uns erstmal wieder hochbauen hier. Okay, wo hab ich meine Gerüste? Hier sind meine. So, dann machen wir uns hier wieder hoch. Okay. Das heißt, hier kommt wieder Kessel. Ich sag den Kessel. Ja. Und dann kommt hier noch ein Kessel. Dann kommt Kette. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir die Erde da wegmachen. Das könntest du machen, dass es bewegt, weißt du das? Dass sich das bewegt. Wie geht das denn? Ja. Ja, da braucht man ein bisschen Redstone. Aha. Dann kann sich das drehen, oder was? Ich hab doch hier kein Tech drauf. Genau. Genau. Kann sich das drehen? Weil, ja, Mit ja, Schienen weil der oder was? Joe-Kraft hat das. Nein, Ah, dann müssten wir hier aber eigentlich der auch eine Kette rübersetzen. Joe-Kraft hat das gemacht. Der Joe-Kraft hat das gemacht. Und Redstone, Verstärker Was genau? und Beobachter. Was genau soll er gebaut haben? Er hat vieles gebaut. Und dann kannst du sogar so machen, dass dass es Items automatisch hochtransportiert oder Ach heruntertransportiert. so, Ach so, so ein das Ding. meinst Das ist doch, wie heißen die? Ja, so wie sie baut hier, nur dass es beweglich ist dann. Ja, das würde aber wieder das Bild zerstören. Nicht unbedingt. Naja, sie müsste es schon ein bisschen verkleiden, damit das gemacht wird. Und darüber hinaus müsste sie es oben so eine ähnliche Technik bauen, damit das halt zur Seite geschoben wird. Zweimal oder einmal. Einmal. Und das müsste sie oben verstecken, wenn das halt. Und so wie sie Ja, es aber gebaut das hat, braucht ja nicht. nicht viel Paternoster, ja. Platz. Den Paternoster meinst du? Genau. Jetzt hast du ein Problem Ah. oben. Ja, ist mir jetzt egal. Das sieht man ja nicht von oben. Von unten. Doch, doch, Ja, doch, du doch, siehst, doch, du doch, siehst das ja. doch, doch. Ah ja, ich sehe es. Ah, Ach ja, ich habe es auf Video. Ja, ja, Pingeliger. Schieß mich tot. Mir egal jetzt. So, jetzt hast du. Jetzt habe ich Jetzt dir aber geht's nicht auf. gegeben. Jetzt wollen wir die Dort Erde fehlt hier. aber ein Kessel. Es ist zu niedrig, du müsstest eins höher machen. Ich will jetzt nicht eins höher machen. Ich lasse das jetzt so. Mann, jetzt komme ich ja nie zum Mini. Wenn ich das jetzt alles, das muss ja hier auch noch niedriger gemacht werden. Da muss ja ein Loch drunter. So eine Art Grube wollte ich dahin lassen. Aber wenn ihr versteht. Ah, so, hier. Keine Ahnung. Okay. Machen wir das hier schon mal so provisorisch weg. Ich nicht verstehen. So. Ja, dort kommt noch ein Kessel. Dort eine Kette. Ja, das ist oben mit dem Übergang ist das ein bisschen schwierig. Aber weil ich die jetzt gesetzt habe. Darum geht. So. Die müssen ja hier unten auch wieder zusammen irgendwie und du verstehst. Nein. Klar. Ja, so, dann kommt der quasi hier hin. Und Du könntest ja nur Mann, einen nicht da Kasten auf die bauen. Ecke. Mann, warum schiele ich heute? Das ist richtig nervig. Ah, Hä? ja, ich Aha. schiele. Ganz schlimm. Ah.
Ja, weil ich krieg die hier halt nicht zusammen. Das ist Du, das du kannst, Problem. du Ich habe kannst jetzt ja keine un, Lust mehr. Schluss. du kannst Will ja nicht mehr. unten und oben nur zum Beispiel auf jeder Seite kannst du ja Ja. 3 Blöcke, zum Beispiel Holzblöcke hinstellen. Und dann könnte man Boah. meinen, dass die dann so in den Blöcken hineinfährt. Ich lasse mir da noch irgendwas einfallen. Momentan, wie gesagt, ist es ja auch nur eine Idee, die ich versuche irgendwie umzusetzen. Im Survival wohlgemerkt. Ich hasse es. Wie gesagt, ich versuche ja irgendwie ein bisschen mitzuhalten mit dem, was ihr ja macht. Und das fällt mir halt ein bisschen schwer momentan. Weil ich ziemlich beschissene Tage momentan habe und mich ganz schwer konzentrieren kann. Aber ich sage mir irgendwo, ich möchte das schon gerecht machen und nicht jetzt sagen, okay, habt Mitleid mit mir und ich gehe dann als einzigste von euch Spielern dann in den kreativen Modus, weil das finde ich un. Also krampfe ich mir lieber einen ab, dann zeichne ich alles vor und wenn ich dann mal wieder einen stressfreieren Tag habe, dann kümmere ich mich um die feinen Details. Also das ist alles okay. Das ist, aber wie gesagt, momentan entschuldigt das bitte, weil ich bin, wie gesagt, privat in einer sehr, sehr ziemlich doofen Situation momentan. Also die mich da kopfmäßig sehr anstrengt und viel von mir verablangt. Das ist momentan, sagen wir mal so, für so diese kleinen Mini-Feindetails nicht so unbedingt den Kopf abends habe, wenn ich ein das Tag hinter. Auf jeden Fall, wie gesagt, seht ihr schon mal, auf was ich hinaus will. Das heißt, wir haben jetzt das komische Brückending da oben halbwegs fertig. Da fehlt ja noch das Haus. Wie gesagt, den Felsen werde ich auch noch schöner gestalten. Das heißt, das soll später quasi wie so eine, naja, auf der einen Seite relativ natürlich gewachsene Brücke werden. Also natürlich generierte, aber auch mit, also mal Stangenelementen drinne. So, damit man das hier halt sieht. Also jetzt momentan, sage ich mal, lasse ich das so. Es ist ja uninteressant, da kann ich ja auch machen, so, dass ich zum Beispiel hier einfach Wasser reinmache, dann seht ihr das auch nicht. Also, dass die da nicht zusammen sind. Ne? Man kann ja hier einfach so Wasser reinkippen. Also wie so eine Wasser. Pff, ihr versteht schon. Ich finde heute Nein, keine Worte. So, nein, ich und hier verstehe ist nicht. quasi sozusagen der Antrieb und dann habe ich nämlich überlegt, man könnte dann irgendwie noch gucken, dass man hier diesen Antrieb natürlich auch noch mit irgendwas anderem antreibt. Das heißt, hier quasi so eine Dings nach oben macht, oben sich vielleicht noch ein Propeller bewegt oder was auch immer. Das muss alles keinen Sinn ergeben. Steampunk hat den Sinn, keinen Sinn zu haben. Medolino, wie gesagt, wie man hier auf dem Server kommt, steht in der Videobeschreibung. Das ist unser Dankeschön quasi an alle Mitglieder der Stufe 2, die unseren Kanal hier unterstützen von der Gruppe. Und ja, und dann jeder, der quasi Mitglied ist, also Unterstützer ist, der sollte dann in den Discord kommen und ja, die Regeln akzeptieren. Dann tut sich der Mitgliederbereich auf und dort findet ihr alle nötigen anderen Infos und es wird sich. So, okay. Ja, wie gesagt, es lohnt sich immer mal auch die Videobeschreibung zu lesen. So mein Tipp am Rande immer mal. Also ich tue es auf jeden Fall. Basti Zock hat letztens übrigens auch mal eine Umfrage gemacht. Wer liest eigentlich alles die Videobeschreibung? Ich war die Einzigste. Ups. Da muss, da musste er auch ziemlich lachen. Ja. Also wie gesagt, im Steampunk muss nichts einen Sinn ergeben. Es muss einfach nur durchgeknallt aus. Und so langsam kommen wir der Sache ja hier auf die Spur.
So, das heißt, ich werde wahrscheinlich das Zeug auch noch pellen und so ein bisschen Fässer dazwischen setzen und so. Auf jeden Fall, wie gesagt, sieht man jetzt so Stück für Stück langsam, auf was ich halt überhaupt hinaus möchte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, hm, dass ich die Wahl von diesen Blöcken natürlich wesentlich besser finde, als ich sie da unten habe. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das bunte vielleicht doch nochmal auswechseln sollte. Aber das wird dann auch wieder zu backsteinig dann alles. Das ist, ja. Da werde ich nochmal so ein bisschen drüber sinnieren. Aber so Stück für Stück, wie gesagt, kommt man hier so an das ran, was ich eigentlich hier, wie gesagt, erreichen möchte. So, okay. Gucken. So, und jetzt habe ich jetzt habe ich genug gebastelt heute. Jetzt reicht's. Jetzt möchte ich wissen, was die Mimi mir zeigen wollte. Also Mimi, ich stelle mich auf meinen kleinen Punkt hier und dann darfst du mich holen. Wie wird man Stufe Ich 2? hätte wolltest du das Also Mitgliedschaft. Ich habe oben in dem Chat ist ein Link drin und da kann man halt die Mitgliedschaft abschließen. Ja. Ich würde erst mal sagen, dass man grundsätzlich erst mal im Chat begrüßt, bevor man irgendetwas fragt. Ja, das ist in der heutigen Generation leider nicht mehr so, dass die Leute guten Tag sagen und weiß doch. Nein, das ist vorbei. Sondern die kommen alle rein, was ist die IP? Ich würde die direkt einfach so mal, löschen Ich in den frag Nachrichten. mich, Das ist unhöflich. oi, Das der ist die heutige Shit. Jugend. Der ist aber nett. Der sieht ja aus wie, das ist ein Leo. Das ist eindeutig Ach ja, Leo. Cool. Ja, Bibi bastelt nämlich gerade wieder an der nächsten Überraschung für euch. Mhm. Da dürft ihr gespannt sein. Weil wir haben ja, wie gesagt, bald Ostern und wir denken uns ja, es gibt ja immer genügend Möglichkeiten, wo man dann halt mal so etwas machen kann. Das ist eindeutig Leo mit der Krawatte. Voll geil. Der Kuschelfreund. Genial. Leo, du bist jetzt auf unserem Server. Also, ist ja an sich ja wie grundsätzlich. gesagt, also, um es mal klarzustellen, was Mimi damit meint. Wir versuchen hier möglichst eine sehr chillige, nette, ruhige Community aufzubauen. Also wir sind ja hier schon relativ viele, wie man sehen kann. Und auch auf dem Server ist das so. Und dazu gehören auch so kleine Dinge wie nette Umgangsformen. Das heißt also, ich begrüße euch ja auch immer mit einem Hallo, wenn ich anfange zu streamen oder wenn ich zum Beispiel auf den Server komme, um es euch mal zu zeigen. Ja, da kommt bei mir, nee, das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, aber ich sage grundsätzlich immer guten Abend. Ja, oder ich begrüße auch meine Leute im Discord so. Also wenn ich irgendwo hinkomme, ich sage immer guten Abend oder guten Morgen oder je nachdem, welche Tageszeit wir haben. Das ist das Mindeste. Es ist nämlich sehr unhöflich und zeigt auch im Grunde genommen ziemlich schnell, wie alt du bist. Wenn man reinkommt und sagt, hier ist eine IP-Server, wie ist die IP? Zum Beispiel. Ja? Oder kann man mitspielen. Ohne ein Hallo, ohne einen guten Tag. Hm. Jo. Da muss der Leo Grüezi. aber ein Osterei festhalten. Ich finde Leo auf Sprung, die sieht aus wie Sprungfedern. Ich finde das cool. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist die Mimi jetzt dabei, ich sag mal, eine österliche Überraschung zu basteln, die ihr und Rio halt eingefallen ist. Und ich denke mal, ihr werdet euch da mega drüber freuen. Voll in die Ansage geplatzt. Das macht nichts. Das macht nichts. Wie gesagt, es muss zwischendurch auch Oma Bu erlaubt sein, da ich schon ein bisschen älter bin und das Ganze hier mehr oder weniger ja so ein bisschen leite, sage ich mal so. Ähm, ja,
und auch verantwortlich bin. Ich möchte halt, dass sich hier jeder wohlfühlt. Und dazu gehört eben halt ein bisschen, ne? Weil ich schicke euch ja auch nicht einfach so, ey, ab ins Bett oder so halt, ne? Ich schicke meine Sitzplatz Frau auf oder den so. Mond. Also wie gesagt, das Einzige, wie gesagt, was eben manchmal passiert, halt, ich bin manchmal eben ein bisschen neben der Kappe, das ist aber normal. Das hat etwas damit zu tun, warum, sagen wir mal, mit meinem privaten Leben, was ich jetzt hier aber nicht ausbreiten möchte. Ähm, wie gesagt, aber egal, was ich für eine, ich sag mal, Laune, ich kann es jetzt sagen, Scheißlaune habe, weil es ist nach 22 Uhr, versuche ich das natürlich nicht an euch ranzubringen. Also manchmal reagiere ich ein bisschen gestresst, aber dann weiß mein Team eigentlich schon Bescheid. Also Gucci nimmt mir das auch nicht übel, wenn ich ihn dann so mal ein bisschen so anzicke, weil der weiß, privat ist halt momentan nicht einfach bei uns. Und ja, dann rutscht auch mir halt mal so ein bisschen raus oder so. Das kann passieren. Ich bin auch nur Mensch. Aber wie gesagt, ansonsten Ja, liegt. zum Glück bist du nur ein Mensch. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, bemühen wir uns natürlich, euch immer einen wunderschönen, chilligen Abend zu machen und einfach mal so für ein paar Stunden euch so den ganzen Alltagsmist vergessen zu lassen. Das ist so der Sinn der Sache, warum wir das hier eigentlich auch alles machen. Und wir haben uns halt damals gedacht, also Projekte, wie gesagt, wachsen ja nicht auf Bäumen, ne? Da will einiges getan werden und ihr wollt natürlich, also ich sag mal so, ich bin ja auch jemand, der vorher auf kostenlosen Servern unterwegs war. Ähm, Da ist man auf Gedeih und Verderb eigentlich immer darauf angewiesen, im Grunde genommen, wie lange hat derjenige Bock, das zu machen. Ja, also ich habe mehr wie einmal erlebt, dass meine wunderschönen Dinge einfach dann von heute auf morgen nicht mehr zu erreichen waren. Das habe ich auch hinter mir. Das ist zum Beispiel eins der Dinge, die hier nicht passieren. Ja. Die zweite Sache ist, weil, wie gesagt, diese Welten werden dann auch immer Tatsache nach einer gewissen Zeit, wenn der Server dann zu Ende ist, wie der Community Server 1, das hatten sich ganz viele gewünscht, dann natürlich auch nach einer gewissen Zeit zum Download freigegeben. Das heißt, ihr könnt euch die Map runterziehen und könnt natürlich weiterbauen, also sie selber nutzen. Das gibt zum Beispiel solche Dinge halt. Ne? Das habt ihr zum Beispiel nicht, wenn ihr auf kostenlosen spielt. Also ich kenne da sehr, sehr wenige. Des Zweitens, puncto Sicherheit. Ich habe immer wieder gemerkt, und mitgekriegt, wie solche privaten oder kostenlosen Server gehackt worden sind. Auch so eine Geschichte. So, Sicherheit kostet aber Geld und die finanzieren wir hier durch die Mitgliedschaften. Unter anderem. Also, dass wir immer, ja, alles dafür tun, dass eure Daten bei uns sicher sind. Ihr wisst, es kann mir wie schnell gehen, dass in der heutigen Zeit Dinge gehackt worden sind. Also ich kenne sehr viele, denen ihren Account zum Beispiel gehackt worden ist, Server gehackt worden sind und, wenn nicht noch Schlimmeres. Und das versuchen wir hier zu vermeiden halt. Ne? Also das ist halt der Unterschied. Also ich sag mal so, ich lege an meinen Server und meine Crew, die dahinter steckt, die gleichen Standards fest, wie Kroko sie für seinen Server hat. Weil das, wie gesagt, ist oberstes Gebot hier. Ja, also so sicher wie ihr bei unserem Kroko seid, so sicher könnt ihr auch hier sein, weil Tatsache sehr viele, wie gesagt, aus dieser Mannschaft auch hier ihre Finger mit im Spiel haben und natürlich wir uns auch austauschen. Was können wir verbessern? Was muss gesichert werden? Und. Das ist so alles so der Punkt hier hinter. Ja. Also wie gesagt, weil viele denken immer so, die verdient sich eine goldene Nase damit. Nee, tue ich nicht. Schön wär's. Ach, wer will das wäre so schön. Nein, tue ich nicht. Ist auch nicht mein Gedanke dahinter. Also ich möchte einfach euch, wenn ihr spielen kommt und wie gesagt, sollt ihr euch wohlfühlen, ihr sollt euch keine Gedanken machen müssen, ob am nächsten Morgen euer PC noch funktioniert. Sagen wir mal so. Oder ihr noch den Server betreten könnt oder solche Dinge halt. Ne? Also das ist mir halt sehr, sehr wichtig.
Und wie gesagt, dafür sorgen halt Leute zum Beispiel wie unsere Mimikry. Ja, also alles, was sie hier eigentlich immer wieder für euch hier zusammenbastelt, probiert sie Tatsache vorher bei sich aus. Die testet da so lange rum, bis es einwandfrei läuft und vorher kommt das hier gar nicht auf den Server. Ja. Und das ist halt so ein bisschen die Geschichte hier hinter. Ist das eine Zunge oder der Schlips? Wir haben dich auch, die Bubu. Ich dich auch, ja. Das ist der Schlips. Ich habe noch kein Bett mit, also ich kann jetzt nicht schlafen gehen, dass ihr das genauer sehen könnt. Mit Shader sieht es halt jetzt in dem Moment wirklich schöner aus. Wir sind hier übrigens im Farmland. Also es hat etwas, ich sag mal, das, was hier entsteht, das hat etwas mit der Farmwelt zu tun. Also etwas, was ihr in der Farmwelt dann erstehen könnt. Dankeschön. So, schlafen gehen. Jetzt sowieso noch ein paar Häuser hier reinbauen. Jo. Guck mal, der ist doch niedlich, unser kleiner Leo. Ich sag's ja, also irgendwo Das taucht. musst du Leo mal zeigen. Ja, das müssten wir Leo mal zeigen. Genau, wir müssten hier eigentlich mal so ein Screenshot machen von. Wir haben Leo auf unserem Server. So, wartet mal, ich mach mal einen kleinen Ja, das wird Screenshot. ihn freuen. Mein, Wo ist denn der so, Eingang? Da ist der Eingang. Aua, mein Hintern. genau treffen. So, okay. Okay, gut. Mal gucken. Ach, ich finde das immer so lustig. Ich bin hier immer so. 1000 Leute ein Anschreiben. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte hier hinter. Also ihr solltet wirklich abwägen. Also klar gibt es auch welche, die bieten kostenlose an oder so halt. Aber das sind halt Server, wo ein Minimum an Aufsichtspersonal ist, sage ich mal so. Ja, also hier könnt ihr davon ausgehen, dass eigentlich relativ lange, eigentlich, ich sag mal so, ich will nicht sagen 24 Stunden am Tag erreichbar ist, aber so um Dreh. Also es antwortet immer einer oder es meldet sich einer, wenn ihr ein Problem habt oder so. Könnt ihr eigentlich immer davon ausgehen, also wenn ihr sie zum Beispiel im Discord, also wenn jetzt auf dem Server keiner ist, zum Beispiel im Discord reinschreibt, ihr kriegt, wie gesagt, relativ schnell auch immer eine Antwort oder eine Problemlösung oder was auch immer. Also, wie gesagt, also ja, das findet man halt nicht so. Ne? Und wie gesagt, das Risiko immer, dass so eine Welt dann, wenn sie kostenlos ist, relativ auch ziemlich schnell mal kaputt gehen kann. Also lasst mal das ein Freundschaftsprojekt sein. Freundschaften können auseinandergehen und dann ist das aber auch weg. Das ist so generell die Erfahrung. Es gibt ganz, ganz wenige, sage ich mal, mh, wie gesagt, die das privat anbieten und das sehr lange auf die Reihe kriegen. Also das ist meistens dann immer so, ich sag mal, wie so eine Clique halt, die dahinter steckt. Also, oder der eine übernimmt das dann vom anderen, wenn der eine keinen Bock mehr hat oder so. Das funktioniert manchmal auch so. Ja. Aber wie gesagt, puncto Sicherheit oder so, das ist uns halt hauptsächlich wichtig. Und ihr wisst, mittlerweile läuft da relativ viel fieses Zeug im Internet ab. Es ist richtig schlimm mittlerweile. Und vor allen Dingen gerade, weil das jetzt ja alles über Microsoft läuft halt, ne? Also vorher war da ja so ein, ich sag mal, ich fand den Schutz vorher besser. Sag ich mal so. Vorsicht, Bubu, weg da. Ja, ich renne schon, sie macht schon wieder was hinter mir. Ich sehe schon wieder die Blöcke durch meinen Chat. Ui! Tada! Ein Kauhöschen. Tada! Ich drehe mich um. Bumm, raus da. Also ihr seht schon,
das ist hier so gang und gäbe, ja. Ich renne hier im Survival rum und auf meinem Weg. Das ist immer so, ihr müsst euch vorstellen, so Fußtapsen, ja. Und dann, wenn meine Fußtapsen hier irgendwo sind, schwupp, steht ein Haus hinter mir. Oder ein Pilz oder ein Baum oder so. Haben wir alles schon gehabt hier. Aber ich finde ich finde den herrlich. Also, der Leo, der ist toll. Ja. So hübsch. Leo wird es auch sagen. Vor Genehmigt. allem Minis Popo hatte. Was? Minis Popo hatte vollen Einsatz. Ich finde den niedlich. Er ist ja süß. Ja, so haben wir unseren Leo jetzt hier auch schon. Bei Niki haben wir ja hier auch schon mit ihrer Zauberschule auf dem Server. Jo. Also so Stück für Stück halt, ne? Entstehen hier immer neue Sachen. Und ich finde halt so diese ganze fan fan fantastischen Sachen, Fantasy-Sachen finde ich halt richtig genial. Also ich würde sowieso sagen, dass wir mal gucken. Ich muss mal gucken, weil wie gesagt, morgen und übermorgen ist ja Momentum wieder dran. Ich muss mal gucken, wann ich das hinkriege. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine Servertour machen mal. Und mal schauen, was die anderen so alles gemacht haben. Das heißt, diese Servertour werde ich dann aber, sage ich, im Voraus im Kreativ machen, weil sonst ist das einfach zu lange, zu ewig, weil die sind ja hier wirklich in allen möglichen Ecken drin auf der Map. Also das, ja, also, äh, meine sieht immer noch wie ein Spinnennetz aus. Ne? Also, Spinnennetz. Also ich war definitiv zum Beispiel noch nicht mal in dem ganzen Bereich hier. Also wir haben noch ganz viele Dinge zu entdecken. Ja, also es bleibt spannend. Ja. Also auf jeden Fall habe ich mir überlegt, jetzt muss ich aber mal gucken. Das muss ich so ein bisschen mit den Leuten absprechen, die dann vielleicht Montag oder Mittwoch oder so da sind. Ich werd einfach mal in die Lava-Ecke schreiben. Das ist quasi unser Community-Chat für die Mitglieder, also die auf dem Server spielen. Und werde die einfach mal fragen, wann die da sind. Notfalls machen wir, weiß ich, das verteilt über die Woche. Das kriegen wir schon hin. Und es stehen ja auch noch die Bewerbungsschreiben aus. Also die Bewerbung für Momentum, die 3 Plätze. Bin ich leider diese Woche auch noch nicht zugekommen, wie ihr unweigerlich gemerkt habt, auch dass ich immer sehr, sehr spät angefangen habe zu streamen. Und ja, wie gesagt, momentan ein bisschen stressig. So, ich finde den auf jeden Fall super. Aber wir könnten das ja mal, wartet mal, ich muss gucken, ob ich das machen kann. Weil das Problem ist immer, dass ich das auf einem anderen PC habe. Wartet mal, ich muss mal gucken. Ihr müsstet eigentlich das Bild weitersehen, während ich hier den Screenshot rausholen kann. Okay. Kopieren. So. Okay. Da kriegt ihr nichts mit von. Das ist vom. So, dann schicken wir das einfach mal am besten in seinem Discord rein. Geoteros Kuschelfreunde. Oh, Kuschelgesabbel. So, dann muss ich mal gucken, ob ich das da. Kuschelbilder. Ab jetzt. Ah. Nein. Farmland. Genau. Aber. Ah, dann müssen wir mal das Mädchen. Ja, der hängende Harald. So, okay. Ich pack's euch auch noch mal in unsere Bauwerke. Können wir ja reinmachen. Ab jetzt im Raum und
Im so. Okay. So, jetzt haben wir die alle versorgt. Jetzt könnt ihr das Bild auch sehen, richtig. So, bin gespannt, was die natürlich da in Leo seine Gucci ist da. Was wie die Reaktionen jetzt natürlich bei den Kuschelfreunden sind. Also, wie gesagt, was macht sie da oben im Kopf vom Kuschelfreund? Die steht doch da. Ich will machen, dass, wenn ein Spieler in der Nähe ist, dass sie sich automatisch aktiviert. Ah, okay. Deswegen bin ich gerade wieder am Arbeiten und ich brauche diese einen speziellen Koordinaten, damit bleibe ich hier stehen, Okay. bis ich die mal habe. So. Und ich kann ja mal so ein bisschen hier durch die Gegend eiern wieder. So. Hier steht schon wieder ein Häuschen. Ich wette mit euch, wenn ich das nächste Mal hinkomme, ist hier schon wieder alles vollgebaut. Gut, dann machen wir mal einen kleinen Abstecher durchs Wasser. Hoppa. So, und schauen uns einfach mal so ein bisschen das Farmland hier an. Also wie gesagt, das Farmland, kann ich euch mal zeigen. Die Farmwelt. Also hier ist der Spawn-Bereich und die Farmwelt gehört dazu noch. Und ist alles Farmwelt. Das heißt, da findet ihr die ganzen automatischen Farmen. Die sind hier in dem Bereich. Oh, also nicht so weit weg vom Spawn. Hier ist ein großes Schloss, was immer noch am Entstehen ist. Arrow, der braucht halt so ein bisschen, ja, bis das fertig ist. Denn hier hinten in dem Bereich findet ihr zum Beispiel den kleinen Frosch, meinen Teleporter, der euch zu mir hinführt. Was haben wir hier noch? Dann gibt es hier unten, war irgendwo, jetzt muss ich mal gucken. Ja, es gibt so viel, also mittlerweile. Also ich sehe hier immer neue Sachen. Das wird eine sehr interessante Reise, glaube ich. So, weil irgendwo bin ich jetzt blind. Bin blind. Hier ist der Leuchtturm. Oh, mal kleiner machen. Was genau machst du? Bobos Haus, das ist meine Startbase. Hier ist ein Tempel, da wohnt Blue Sky. Also Blue Space. Ich weiß auch nicht, warum Blue Sky schreibe immer. Dann hier unten Hanna und Matze. Ihr seht schon, ne? Die sind ein bisschen weiter weg hier. So, hier ist Rio. Und hier. Auch relativ weit weg. Da gibt's Mütze. Hier ist mein Megaprojekt. Der Wüstentempel und cooler Krater. Froschi-Zuchtstation. Tempelstadt. Hier wohnt Mimi. Die wohnt am nächsten noch am Spawn wie alle anderen. Neues Haus. Es. Wie neues Haus? Warum steht da jetzt neues Haus? Keine Ahnung. Also wie gesagt, hä? Hä? Ach so, das war das, was umgezogen ist. Okay, alles gut. Ja, wie gesagt. Hallo? Hab ich mich jetzt versteckt. Hallöchen. So, hier sind wir quasi im Farmland. Hier gibt es die ganzen Kühe, wo ihr euch Leder holen könnt und. Schweine. Denkt immer dran, wenn ihr vermehrt, nicht zu viele. No? Mich hast du gar nicht auf der Karte. Nee, ich habe noch keine. Ich habe viele noch nicht als Wegpunkte, weil ich meine Karte erneuern musste. Dadurch sind relativ viele weg. Ich habe den Großteil. So, und dann hier zum Ich kann Beispiel dir ja unsere zwischendurch Koordinaten geben. die berühmt-berüchtigte farbigen Schafe hier, ne? Also, damit ihr nicht seht, wie die leiden, hängen da die ganzen Banner vor. Ja, das ist die bewährte Tierquälerei. Lars-Schneidemaschine hier. Tierquälerei ist das. So, dann habt ihr hier zum Beispiel die Kürbis- und Melonenfarm.
Ja, da braucht ihr einfach nur hier aufmachen. Da unten ist das Fass drin. Nehmt euch das Zeug raus. Dann dahinter, hinter dem Ding dahinter, da ist noch eine Bienenfarm. Und hier zum Beispiel, das ist die Eisenfarm. Man hört's. Okay. Ah. Hier hat relativ viel Eisen mittlerweile hier. Das ist schon mal gut. Knochenmehl. Esse ich gar nicht. Ein bisschen ist. Dann Blumen. Also wie gesagt, die werden auch regelmäßig gewartet. Hier findet ihr übrigens eine Mimi. Wisst ihr, warum die hier sitzt? Das ist immer das Alibi, wenn mal irgendwas ausheckt. So. Eine Alibi-Mimi. Nee, so in den verschiedenen Gebäuden, also wie gesagt, müsst ihr mal drauf achten. Tauchen immer mal wieder welche aus dem Bauteam hier auf, die irgendwo versteckt sind. So, hier vorne zum Beispiel gibt es dann Zuckerrohr, Kaktus und Bambus. Ja, das ist, wie gesagt, automatisch. Und wenn eben mal was ein bisschen zu viel ist, dann landet es halt, wie gesagt, dann in diesen Fässern immer drin. Könnt ihr denn auch rangehen. Es wird regelmäßig umgepackt, damit es natürlich nicht voll läuft hier alles. Ach, ich liebe das Farmland. Ich finde das so schön. Vor allen Dingen da hinten ist die Froschi-Farm. Toll, vor Schreck vom Sofa gerutscht. War das der nette Schweizer? Nein. Das war Blue Space, der reinkam. Ja, Der ja. hat eine Welcher kräftige netter Stimme. Schweizer. Der hat eine kräftige Stimme, wenn er. Aber das ist das, was ich meine. Lieber lasse ich mir ein Hallo oder guten Tag oder einen guten Abend ins Ohr blöken, als wenn jemand reinkommt, was ist die IP? Wie gesagt, das, was ihr wahrscheinlich immer noch nicht mitgekriegt habt, wie gesagt, wir sind ja hier im Discord-Chat. Ich bin nicht mal im Live-Chat, weil da könnte ich immer nur alleine rein und müsste die anderen immer mitziehen. So, ja. So, das ist hier übrigens die Froschi-Farm. Ja, also für Schleim, Magmabälle und Froschlicht. Ja. Und wenn ihr mal welche haben wollt, dann stellt ihr euch hier einfach hin, ganz bequem. Macht irgendwas anderes, kocht euch einen Kaffee. Ich finde diese Kaulquappe so süß. Mann, kann ich die einpacken, mitnehmen? Die sind niedlich. Also Ein ihr bisschen seht, groß, oder? aber ihr seht, mit wie viel Liebe das hier auch gebaut worden ist. Also das ist... Ich bin immer wieder hin und weg. So, und ihr habt da halt, ne? Also hier kommen dann die Sachen und dann könnt ihr halt hier... Die werden auch regelmäßig quasi rausgenommen. Oder wenn ihr mal seht, das ist voll, dann packt es hier rein und gut ist. Wir helfen uns alle so ein bisschen gegenseitig. So, und da hinten seht ihr schon, schaut mal da hinten. Das ist die Wächterfarm. Da gibt es dann Prismarinen und solche Sachen alles. Ach, ich finde es so schön. Also wie gesagt, der Fokus hier liegt wirklich nur auf Bauen und Abenteuer. Und ihr könnt hier ganz entspannt diese Dinge tun, auch wenn ich heute nicht ganz so entspannt rübergekommen bin. Aber ich bin sonst sehr tief entspannt. Aber wie gesagt, Survival ist halt wirklich konzentrieren und ja. So, und da vorne zum Beispiel ist unsere XP-Farm. Und diese XP-Farm ist eine besondere Farm, weil sie nämlich, da wir noch nicht in den Nether können, Tatsache eine Goldfarm noch beinhaltet. Also, ihr könnt hier genauso gut Gold bekommen wie, ja, alles andere. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wenn hier natürlich auch Creeper drin sind hier, ne? Also, hocken mich mal hier hin. Ja, wartet mal. So. Ihr werdet gleich sehen, was da alles runterkommt. Ihr werdet euch natürlich fragen, wieso baut die nie etwas mit Creepern? Ja, wenn hier ja Creeper eigentlich auch runterkommen, ne? Also, ja. Das ist die Frage. Das verrate ich aber noch. So, habt ihr gesehen, hier ist ein Heini aus dem Nether. Goldfarm. Ist hier mit drin.
Da könnte man eigentlich bei der Gelegenheit wirklich mal gucken, dass wir hier mal so ein bisschen die Sachen wieder reparieren. Da seht ihr, da ist ein Creeper. Und das ist hier eigentlich alles so. Guten Abend, lieber Matze. Also ich stehe gerade hier in der legendären XP-Farm. Da. Um meine Dinge ein bisschen weiter zu reparieren. Und habe gerade gesagt, also das werdet ihr nicht wundern müssen. Und ihr hört, hier ist richtig laut hier. Hallo Dennis, guten Abend. Wie gesagt, es ist laut. Es ist laut. Also, wie gesagt, um halt zu zeigen, also wir haben hier halt Tatsache wirklich die Goldfarm auch mit drin, ne? In der XP-Farm. Und die Items findet ihr unten halt alle, ne? Die, oder manchmal auch in eurem Inventar drin. So, machen wir mal... Was hier? Meine Schaufel vor allem. Also sind wir ja nicht so ganz sinnlos jetzt. Und das So, ich Klasse möchte mich ist... mal verabschieden. Ja, mach das. Ich freue mich Gute schon Nacht. morgen wieder auf Wir Moment. sehen. Ah, Ja, ich mich auch. jo. Ganz Ohne- entspannt im ohne Kreativbauen. Ich bin gespannt, ob Fatma Okay. das noch zu Ende gemacht hat. Aber ihr werdet sehen was. Ja, die war ja was am Bauen bei mir in der Kirche. Dann schlaf schön gut hier Ah. und bis morgen Abend. Denkt dran, 20:30. Morgen. No? Ja. Aua. Morgen. Ja. Gute Nacht zusammen. Schlaft schön. Nachti. Gute Nacht. Okay. Wir könnten ja mal die nehmen. Ich bin jetzt bei der Pilzinsel. Okay. Und Ich hab schon freue mich gesagt, so ein ich werd bisschen. jetzt nächste Woche auf jeden Fall, also nach dem Wochenende, mal einen Aufruf machen. Also wer soweit bereit ist, das, also wie gesagt, eine Servertour machen und jeder, der möchte, dass ich ihn besuche, ja, der kann mir ja dann sagen, wie gesagt, ich biete euch Wochentage an, aber weil das wäre nämlich immer ganz gut, wenn derjenige dann auch da ist. Weil ich mache das ungern, wenn derjenige nicht in seiner Base ist. Darum dann werde ich dann so. Ja, alle. Also, ich habe auch Lust, dich und Hannah zu besuchen. War ja schon lange nicht mehr bei euch. Hab mir das ja mal verkniffen. Ich habe ja gesagt, ich komme dann so, weiß ich, einmal im Monat. Vielleicht kommt Rio mit. Du hörst dich an wie im... Okay, lieber Dennis, ich hatte dir etwas dazu schon gesagt. So, und jetzt werden wir das nämlich mal... So. Und das, lieber Dennis. Da, weil jetzt habe ich die Fakten dicke und du kommst jetzt bei mir auf den Block. Jetzt reicht. Da werde ich bald irre. Also das muss ich mir nicht bieten. Nee? Ja. Nee. Vor allen Dingen, ich bin ja auch kein Mann. Ja? Davon mal abgesehen. Und beleidigen, sorry, habe ich in meinem Alter gar nicht mehr nötig. Das ist kein Beleidigen. Ich brauche die nur, wie gesagt, auf die stille Treppe zu sitzen. Ja, wie gesagt, ich mache nicht mehr so lange, also. Ja. Bei Mitternacht bin ich eigentlich immer mit den Hunden raus, das letzte Mal. Genau, wurde oft genug gewahrt, der kommt jetzt auf die Bannliste mit drauf. Und das können halt bei mir die Mods machen. Und die sind aber heute leider selber beschäftigt, also von daher. Aber
wie gesagt, also sobald da was mit Dennis kommt, halt, wie gesagt, der hat 2 Accounts, wird er unweigerlich auf die Bannliste. Das soll, wie gesagt, bei mir beinhaltet das dann auch immer den Discord. Also davon könnt ihr ausgehen. Also wer bei mir im Kanal gebannt wird, der fliegt auch aus dem Discord. Also das brauchen wir nicht. Ja? Also das reicht. Okay. Meine Schaufel gleich repariert habe. Das ist ein guter Punkt. Ich muss nämlich auch meine Schaufeln reparieren. Ja, meine hat ziemlich gelitten durch die Brücke, die ich ja modifiziert habe mit der ganzen Erde, die ich abbauen musste. Ich glaub, meine Schaufeln haben, glaube ich, etwas mehr gelitten. Ich habe sogar mehrere Schaufeln. 2 sind schon ziemlich. Ja, mir hatte Kai die gestern, dritte. mir hatte Kai gestern noch Reparaturen nämlich draufgepackt. Ich hatte nicht mal gesehen, dass ich keine drauf hatte. Hatte ich gar nicht drauf geachtet. War keine Drauf war. Ich wollte es mal machen, aber wenn ich so 2 Tage Pause mache oder 3, dann vergesse ich das auch schon mal, was ich dann tun würde. Ich sollte mir langsam ein Ich Buch hatte mir noch- anschaffen. Ich habe mir extra noch eine neue Schaufel gemacht mit Effizienz 5 und habe jetzt, glaube ich, so 28.000 Mal eine Schaufel benutzt. Ich hätte gerne meine Sword-Pixel Backe. So. Meine Schaufel ist repariert. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das. Und den anderen, das andere Gedöns werde ich jetzt mal einfach die Kisten reinlegen, weil das brauche ich echt nicht. So. Mal irgendwelche Karotten gekriegt. Nö. Wir haben Holz gekriegt. Wir haben eine Schwert. So. Zombiefleisch. Fleisch haben wir hier. Okay. Ah, ich habe nur so ein Spinnenohr. Hier ist ein Spinnenohr. Okay, dann haben wir das jetzt auch. Okay. Dann sind wir so gut wie repariert, weil wie gesagt, das Schwert ist nicht ganz so schlimm. Ja, das ist auf jeden Fall die XP-Farm mit Goldfarm mit allem drum und dran. Hier hinten, wie gesagt, ist die Wächterfarm sozusagen. Also wo die ganzen komischen Wächter drin sind. Die Wassertempel. Ekligen Dinger. Die einen immer so Mischugge machen, wenn man da rüberfährt. So, und ich werde jetzt erstmal mich auf den Weg machen. Ich habe Lust, wieder ein bisschen U-Bahn zu fahren. Okay, dann machen wir hier mal. Ja. So, schon drin. Ich hab's noch geschafft, mit einem Hechtsprung in die Lore zu gehen. Ja, fahren wir mal wieder ein bisschen durch die Gegend hier. Bubo ein Mann und Gucci eine Frau. Da muss ich dolle nachdenken, genau. Ja, wie gesagt, Mathe, ich werde in der Laberecke, wie gesagt, werde ich euch die Tage mal angeben, wann ich streame und dann könnt ihr eintragen. Also je nachdem, wer möchte, dass ich ihn besuche, wie gesagt, kann er dann eintragen, wann ich kommen soll, wenn ihr Zeit habt. Ich bin ja doch relativ oft auf dem Community-Server. Wie gesagt, außer Dienstags und Donnerstags. Da ist halt Pixel. Und morgen, wie gesagt, Wochenende auch nicht, weil da ist Momentum. Weil ich mache ja nur die 3 Projekte, also mehr mache ich ja nicht. Ne, ich denke mal, das reicht auch momentan. Meine Base steht hier immer offen, auch wenn ich nicht on bin. Ja, das macht aber mehr Spaß, wie gesagt, eine Base, also
eure Dinge zu besuchen, wenn ihr da seid. Weil so ein bisschen auch ja so zu zeigen halt, wer das nicht möchte, wie gesagt, der kann auch sagen, nee, ich möchte halt nicht im Stream erscheinen, guck's dir mal an, ohne dass ich jetzt kommentiere und dir zeigen muss. Ihr könnt auch, weiß ich, ohne zu reden, könnt ihr natürlich mir auch die Base zeigen oder was auch immer. Also das bleibt euch. Also ich zerre hier keinen in die Öffentlichkeit. Also wirklich nur die, die es wirklich möchten halt, ne? Also ich weiß nicht. Also es gibt ja immer welche, die dann sagen, nee, ich spiele lieber so ein bisschen anonym auf dem Server. So, jetzt sind wir hier wieder am Bahnhof. Und jetzt könnten wir ja eigentlich mal gucken gehen, wie es denn der Trading Hall geht. Also der Tiki Bar. Wir gehen jetzt einfach mal zu Frei. So, und ihr seht, der nette Herr hier, ne? So, dann sind wir in der Tiki Bar. Hallo Frei. Ich vermisse dich, Frei. Hallo. Guten Abend. Ich hätte gerne etwas zu trinken, lieber Frei. Was hast du denn da? Oh, das sieht lecker aus. Das ist sehr, sehr lecker. So, und dann könnt ihr hier natürlich schön... Oh, hier gibt es neuerdings Kuchen. Hier ist Kuchen im Angebot. Kuchen. Lecker. Ich habe natürlich keinen Hunger. Das ist, ne? Ist immer so. Ihr könnt euch hier hinsetzen. Guckt mal, genau in die Sonne gebaut. Könnt euch hier hinlegen. Und wenn ihr denn Bock habt... Ich habe mein Boot jetzt im Rucksack, glaube ich. Keine Lust, Gras zu holen. Soll auch vorkommen, aber dafür ist gesorgt. So, weil hier ist nämlich der Bootsanleger von der Trading Hall. Und um ein Boot müsst ihr euch keine Gedanken machen. Hier steht nämlich die liebe Niki. Und hier ist ein Boot für dich. Ha, Dankeschön. Ich checke es nicht. So, dann gehen wir mal auf unser Floß, weil mehr ist es nicht. Weiß auch nicht, was die Niki sich dabei denkt, mir hier so ein wässriges Bambusfloß anzudrehen hier. Macht der Bubo mal einen schönen Cocktail, ja genau. So, und hier hinten zum Beispiel geht's zur Trading Hall. Wie gesagt, das Nether ist noch zu, deswegen ist eigentlich nur, sagen wir mal, ein improvisiertes Nether-Portal, ja? Mit Glas. Weil da müssen wir nämlich noch ein bisschen was machen und das dauert. So, und man muss ja auch nicht innerhalb von 8 Wochen gleich ein Nether öffnen, finde ich. So, dann könnt ihr hier zum Beispiel, kommt ihr dann in die Trading Hall, gibt übrigens alles. Wie gesagt, Amboss, Zaubertisch, sämtliche Trades gibt es hier, also oben und unten. Und hier gibt es auch noch was Besonderes, wie gesagt. Ihr habt hier zum Beispiel ein Bücherregal. Ne? Da sind halt, wenn euch mal, also manche Bücher brauchen ja Bücher. Hört sich jetzt auch ein bisschen doof an. Wenn ihr versteht, manche Bücher brauchen Bücher, damit man ein Buch bekommt. So. Und die sind hier drin. Ne? Das sind diese speziellen Bücherregale. Da könnt ihr euch die dann auch holen. Es gibt hier zum Beispiel auch eine Ender-Chest und so. Wie gesagt, das ist momentan noch nicht so relevant, weil ihr wisst ja, wir haben ja keine, also keine Lohn. Das heißt, wir können keine Enderaugen machen und somit auch keine Endertruhen. Aber die könnt ihr zum Beispiel hier nutzen. Also die muss hier auch stehen bleiben. Ich glaube, die könnt ihr auch gar nicht abbauen. Die kann man vielleicht so als Tresorfach nutzen. Also ich weiß auch gar nicht, ob ihr die überhaupt aufkriegt. Also wie gesagt, solltet ihr die aufkriegen, kann man die natürlich dann als Tresorfach nutzen, weil da kommt ja außer euch dann keiner ran halt, ne? Also jeder hat ja da sein eigenes Tresorfach drin. So, und hier seht ihr schon, hier sind die ganzen netten Herrschaften. Und hier gibt es nämlich noch eine Besonderheit. Hier ist der Zaubertisch. Erschreckt nicht. Oh, also ihr müsst da nicht Anlauf nehmen und darüber springen, sondern ihr könnt ja... Autsch. So. Okay, und hier gibt es noch eine Besonderheit. Oh, befindet sich... Da müsst ihr runtergehen.
Da. Mal lang. Ah, okay. Und hier gibt es eine Disco mit Bar. Ihr könnt euch verabreden. Und dann könnt ihr Musik machen, ihr könnt hier tanzen und Dart spielen und was trinken. Hallöchen. Ja, ne? Also, ihr seht schon, hier gibt es dann auch wieder spezielle Dinge. Ne? Und da ist so ein VIP-Tisch, dann gibt es hier so ein Aquarium. Da könnt ihr dann rausgucken. Es gibt hier auch so ein paar Geheimgänge, aber wie gesagt, die verrate ich euch nicht. Müsst ihr einen Stream gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, Disco. Ja. So, dann latsche ich mal wieder zurück. Ah, es gibt immer so viel zu zeigen. Also deswegen sage ich ja, ich zeige euch immer den öffentlichen Bereich erstmal und dann könnt ihr dann auch mal so jetzt in der nächsten Zeit halt so die Dinge halt sehen, die ja so gebaut werden, die entstehen halt. Ah, den Bojen wieder folgen. Also die Bojen dienen euch zur Orientierung, damit ihr wieder zurück zur Tiki-Bar kommt, denn dort steht dann auch das Transportsystem wieder, um dann zum Spawn zu kommen. Ja. Und wir haben das ganz bewusst alles so ein bisschen auseinandergezogen, also insbesondere die Trading Hall, damit ihr keine Lecks am Spawn habt zum Beispiel, weil da sehr, sehr viel gebaut ist. Er ist riesig geworden. Ursprünglich sollte der mal gar nicht so riesig werden. So. Okay. Das Bötchen kann ich da lassen, das kann sich dann der nächste mal holen. So. Es ist Nacht. Ich würde sagen, wir machen uns drauf und dran. Diese freundliche Insel, ich sag nur mal tschüss frei. Tschüss frei. So. Dann drücke ich hier diesen netten bekannten Herrn. Wer erkennt ihn? Wer erkennt ihn? Puh, ich dachte schon, ich höre Stimmen. Matze, den Drink nehme ich trotzdem. So, drücke ich mal auf den Bauchnabel und dann sind wir schon wieder bei der wunderschönen Kirche. Ja, das ist sozusagen die Vanilla-Kirche hier. Die große Version habt ihr dann im Momentum. Und ja, wieder am Marktplatz und das war ursprünglich übrigens mal alles so Teile aus dem ursprünglichen Spawndorf, was sich auf dem ersten Community-Server befunden hat. Also, ne, also aus 13 und so. Versteht. So. Hier unten ist der Tauschmarkt. Ach, mein Handy ist leer. Nehm ihn nicht verzweifeln. Wird alles gut. So, hier ist der Tauschmarkt, wo ihr halt anfangen könnt. Weil, wartet mal, ein guter Tipp ist immer der Heini hier. Bringt ganz viel Erde mit, tauscht sie ein gegen Smaragde und die Smaragde, wie gesagt, könnt ihr dann weiter eintauschen. Also das, ja. Oder zum Beispiel Kobbel könnt ihr hier eintauschen. Ja? Und Steine und Bruchtiefenschiefer, Tiefenschiefer, alles gegen Emeralds und für teure Emeralds zum Beispiel könnt ihr hier, wie gesagt, ihr könnt hier auch Bündel erstehen. Das ist eher was für die Java-Spieler. Weil für die Bedrocker und Java-Spieler haben wir natürlich etwas, was viel schöner ist, nämlich einen Rucksack. So. So, hier kriegt ihr dann für die teuren Emeralds Quarz und ein bisschen Netherkram. Natürlich noch nicht alles, ist auch klar. Ihr kriegt den ganzen Beton hier und Kupfer und ja, eine Menge. So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie komme ich denn an den Rucksack? Ja, das ist auch ein kleiner NPC hier auf der Map, der am Spawn sich versteckt, und zwar in meinem ersten Haus. Das allererste, was ich gebaut habe. Und das erkennt ihr an dem kleinen Esel. Da müsst ihr dann reingehen und nach oben gehen und da, hallo Bobo. So, ich komme mal wieder neben dich.
Ist immer so schön, dich zu besuchen einmal. Ich bin nämlich die große Schwester vom kleinen Bubu. Seht ihr das? Das ist ein ganz kleines Stück kleiner. Ja, und wenn die Bubu andrückt, dann seht ihr halt, es gibt also für jeden Spieler ist es quasi möglich, für jeden, einen kleinen, einen mittleren und einen großen zu erstehen. Also keine zwei großen oder zwei mittleren, sondern von jedem einen, weil die sich sonst leider nicht kompatibel zeigen. Das heißt, ihr habt dann zwei große und da ist derselbe Inhalt drinnen. Dann. Ja. Und die kosten euch Level. Ja. Das heißt, ihr braucht bestimmte Levelanzahl und Funktioniert. dann könnt ihr euch hier einen Rucksack holen. Ja, ist ein Bettenrucksack. Habe ich das falsch verstanden? Nein, einen netten. Netten wie Niki. Oh. Aber ich finde das sehr schön. Weißt du, was hier fehlt auf dem Tischchen? Hier fehlt eigentlich was zu essen. Hast du nichts zu essen? Ja, Disaster, unser Redstone Master ist auch auf der Map eingetroffen. Also, ihr dürft euch nicht wundern, mein Team ist nicht so ganz normal. Die sind immer sehr nachtaktiv. Das ist normal. Deswegen sage ich ja auch, das ist, Ja, aktiv. ja. So, dann werden wir mal kleinen Bubu alleine lassen. Und, ja. Na, guck mich nicht so an mit deinen großen blauen Augen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gehen wir mal wieder hinaus und dann muss ich rüber Richtung Bahnhof mal laufen. Es gibt übrigens ja, oh, ich weiß, was ich in den nächsten Malen mal machen muss. Ich muss Bimmels Sockenwaschmaschine, Waschanlage. Die Sockenwaschanlage, die Sockenwaschsalon, was auch immer, was mit Socken reparieren, weil wir haben ja damals, als wir das hier gemacht haben, also den Spawn fertiggestellt haben, mussten wir alle Entitäten rausnehmen. Das heißt, die ganzen Socken sind hier verloren gegangen. Die müssen alle wieder aufgehangen werden. Also drin ist ein Enderman. Ey. Ja, ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Danke. Genau in dem Moment, wo ich vor ihm stand, hast du mir das gesagt. Weil hier fehlen die ganzen Der hat einen Socken. Namen. Ja. Der hat einen Namen? Sockengeist Kami. Na toll. Aua. Na toll, jetzt haut der mich um. Was Ich lief, habe wenn man dich ihn gar nicht anguckt? angeguckt. Ich habe dich gar nicht angeguckt. Geh weg. So. Gar nicht Keiner zum wahr. Glück nicht da raus. So, und hier oben zum Beispiel ist ja der Wäscheboden. Ne? Und normalerweise hingen hier auch alles Socken. Ja. Und die sind halt, dadurch, dass wir das halt löschen mussten, sind die halt alle draußen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich an ihm vorbei, ohne dass er jetzt gleich wieder ausrastet. Ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Tschüss. Jetzt so. So, kannst da rumrennen. Und wer sich noch dran erinnert, wie ich das Ding hier gebaut habe, könnt ihr euch noch dran erinnern, dass hier mal ein Holzzaun stand? Und wenn man etwas nicht machen sollte, ist das einen Holzzaun um ein Lavabecken bauen. Der entzündet sich. Und dann war schwuppdischwupp. Tatsache, das halbe Haus weg. Mhm, das ist abgebrannt hier. Naja, jetzt passiert's ja nicht mehr. Nee, zum Glück. Aber das war schon ziemlich krass. Und was ich zum Beispiel besonders mag, ist einfach so dieses ganze Detaillierte hier. Diese kleinen Bäche und ja, und so die kleine Mühle hier von Kenshin, die eigentlich auch nicht fertig ist, weil hier fehlt eigentlich noch das Mahlwerk drin. Also, das sind ja alles Sachen, die so auf Wunsch von euch, von mir, für euch quasi gebaut worden sind. Ja. Und so gibt es halt in jeder Ecke halt immer was zu entdecken. Das hier zum Beispiel ist das Rathaus. Oh, mit Anmeldung, Touristeninformationen vom Treppenhaus. Dann könnt ihr hier hochlatschen. Oh,
Ihr habt einen Wartebereich. Dann gibt's auch, es gibt hier übrigens auch ein Standesamt. Also ihr könnt hier auch offiziell heiraten. Ja, Standesamt. Ja, Standesamt. Wir haben übrigens noch gar keinen Bürgermeister. Ja. Was macht dieser? Hä? Warum ist hier ein Seelenanker? Was macht der Stein hier? Wer oder was hat diesen Stein hier aufgestellt? Hier steht noch einer. Sehr merkwürdig. Vielleicht hatte ich da mal irgendwas draufgebaut, draufgestellt, ich weiß es nicht. Also hier kann man dann auch noch, hier ist der Dachboden halt, ne? Ah, mit wunderschönen Schalkis drin und ein bisschen, um euch zu ärgern, was ihr noch nicht habt, wo ihr noch ein bisschen warten müsst, gibt's hier alles. Ja, also wie gesagt, das sind alles so die Häuser, die in der Zeit entstanden sind. Also wie ich eigentlich noch gar nicht geplant hatte, Community-Server zu machen. Sondern das ist so mit der Zeit hier halt entstanden. Da bin ich eigentlich sehr Äh. stolz drauf. Was machst du da schon wieder? Wenn du so lachst, dann ist immer irgendwas. Oh, hallo Desaster. Na? Ich, ja, ich schaue mich gerade ein bisschen um. Ich hätte Lust, in den Gasthof zu gehen. Bin nur gerade etwas irritiert hier. Ach, hier war die Treppe. Stimmt, hier muss man runter. Ich kenne mich in meinen eigenen Alle Gebäuden Wege nicht führen mehr nach aus. Rom, aber keiner zurück. Kennt ihr das, wenn ihr... Was macht denn Sky hier? Wo bist du denn einfach hergekommen? Hallo? Sky, wie geht's? Also jetzt haben wir auch eine Touristeninformation. Sehr schön. Ich sag's ja, ich drehe mich um und schwupp steht einer da. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Das ist Magie. Magie. Okay. Dann schauen wir mal nach. Bei der Fronne ist ja das Gasthaus. Muss ich mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Da überall so kleine Wege. Weil mittlerweile hat man das ja hingekriegt, dass wir zumindest einen Teil verbunden haben. Hier gibt es übrigens auch so einen Geheimgang. Hier ist die kleine Hundehütte, da fehlt, glaube ich, der Hund immer noch. Ne? Ja, der Hund von Aaron. Der Canelo fehlt. So. Das ist das wunderschöne Gasthaus. Das ist nach einer Blockwahl-Idee von Kami entstanden. Ja, Kami hat mir quasi vorgegeben, welche Blöcke ich nehmen sollte. Und ja, das ist sozusagen der Gasthof hier. Hier gab es mal so einen ganz unfreundlichen Pillager. Warum ist die Tür hier offen? Und hier oben zum Beispiel gibt es dann kleine Zimmerchen. Da fehlen noch die Betten drin. Also ihr seht, ich bin ja noch nicht mal fertig geworden. Schande. Das sollten wir vielleicht mal in der nächsten Zeit in Angriff nehmen. Also das müsste ich mal machen. Weil hier gibt es auch noch so einen großen Raum, wo man einziehen kann. Wie hieß denn der? Der hieß was. Wie hieß denn der Das- Typ, der hier unten stand? Das war einfach ein Pillager. Ich glaube, der hieß Herbert oder so. Irgendwie so. Keine Ahnung. Hatte Aaron, hatte den dann noch reingesetzt. So, und dann haben wir hier natürlich unseren kleinen Versammlungsraum, so ein Esszimmer halt. Und hier gibt es nämlich auch eine Besonderheit, da muss man nämlich aufpassen bei dem Herrn, der ist nämlich nicht ganz koscher. Weil hier gibt es nämlich noch den heimlichen Weinkeller, guckt mal. Wie du was daran vorbeigelaufen Und hallo bist. Slio, cooler Shader, ja, ich habe BSL drin. Den BSL habe ich drin. Er war dran vorbeigelaufen. So. Also mit Iris in Verbindung, Iris Odium. So, und hier ist mein Weinkeller. Wer ist vorbeigelaufen? Du bist einfach an ihm vorbeigelaufen. Ja, ich bin an ihm vorbeigelaufen. Er hat mir nichts getan. Er war ganz... Oh,
Erschreck mich doch nicht so, Desaster. Buh. Oh, mein Herz. Da ploppt er genau vor mir auf gerade. Oh, mein Herz. Ja, ich bin an dem netten, unfreundlichen Gastwirt. Das ist nämlich der unfreundliche Gastwirt. Der ist sehr unfreundlich. Und wenn man nicht aufpasst, verhaut der einen sogar. Ah, wie der schon guckt. Da wird das Bier Nee, ja der nicht. sauer. Da wird das Bier ja Der haut einen sauer. nicht. Du haust mich nicht. Ganz lieb zu mir. Okay. Also wie gesagt, so wie der guckt, ja. Wird mein Getränk sauer. Oh, ich krieg grad 'ne Idee. Also wie gesagt, das, was wir hier auf jeden Fall wieder machen müssen, halt die Entitäten einfügen, weil hier gibt es normalerweise auch Schafe und Kühe und Schweine und sowas alles. Also, weil hier ist ja der Stall. Ja, und da, der Stall. Was ihr zum Beispiel auch kriegen könnt. Ja, die Schafe laufen ja alle etwas frei rum momentan. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, also ihr könnt ja hier alles mehr oder weniger besichtigen. Es fehlt die Map noch von Niki, sehe ich gerade. Ja, Map. Die macht uns bestimmt Matze nochmal. Map hier für Niki. Die hier oben noch. Hallo Niki. Die hier. Niki hat einen Doppeljob übrigens, ne? Also ach nee, das ist Hanna. Ist Hanna oder. Nee, Hanna steht am Bootsteg. Hanna gibt uns Boote, genau. Hanna ist das. Das ist Niki, ja. Die hat nämlich so ein. Ich glaube, ein Teddy oder was hat die hier auf dem Pulli? Und Oder ein Hund. Also hier fehlt die Karte. Also das wär cool, wenn Matze uns die nochmal macht. Nochmal so eine Karte hier. Das ist ja wie was wie ein Touristeninformationsding. Hier vorne ist diese Kaltschalen, Hopfen, Hopfen, Kaltschalen, Hopfen, kaltgeschälte Anstalt. Oh Mann, ich werde Brauerei. eine isotonische Hopfen-Kaltschalenfabrik von Leo. Mann, ich werde es nie merken. Und ihr seht, hier gibt es auch wirklich Kessel und alles. Der Leo, der wandert hier schon wieder irgendwo rum. Da ist er. Guck mal, der rennt schon wieder durch die Gegend hier. Tschüss, Leo. Der ist wieder in seinem Keller zugange, da irgendwelche Lakritzgebräus zu veranstalten. Wie gesagt, es gibt so einiges. Es gibt auch Dinge, die hier versteckt sind, die ich euch jetzt aber noch nicht zeigen werde, weil das noch nicht relevant ist. Ja. Damit ihr nicht wisst, wo es ist. Ich muss euch das ja nicht ja alles auf die Nase binden, ne? So, dann habt ihr hier so zwischendurch hat die Mimi dann immer mal so ein bisschen Schilder aufgehangen, Kai. damit ihr halt so ein bisschen Orientierung habt. Also das teilt sich natürlich auch immer aus. Und dann gibt es den netten Herrn hier. Ja, das ist unser kleiner Cowboy. Und dieser Cowboy, wie gesagt, wenn ihr den anklickt, dann kriegt ihr einen Sattel. Und hier stehen Pferde. Und dann könnt ihr euch natürlich hier auch ein Pferdchen holen. So ist nicht. Ne? Die werden dann regelmäßig mal wieder aufgefüllt. Also wer hier per Pferd die Map erkunden möchte, kann es tun. Der kann hier auch Turnier reiten, also ein Turnierplatz. Und dieser Turnierplatz ist auch eine besondere Ecke. Das werden wir auch jetzt demnächst machen. Und zwar alle, die hier auf dem Server sind, also alle, die hier mitspielen, können ihren Banner hier aufhängen. Also wenn ihr das selber nicht machen könnt, weil das ist ja Spawn-Bereich, dann müssten wir mal einen Tag machen, wo ihr, oder einen Platz machen, wo ihr dann quasi die Banner quasi irgendwie in eine Kiste packt. Also ihr müsstet die dann aber wahrscheinlich dann benennen mit dem Spielernamen. Also ihr seht hier alle, die hier an der Map zum Beispiel mitgebaut haben. Auch noch nicht alle, also da fehlt noch die Hälfte vom Bauteam. Und also wie gesagt, ne? Also alle Spieler, die hier auf dem Server quasi irgendwann mal gewesen sind, dürfen ihren Banner hier und ihren Namen und so verewigen lassen. Also das
ist ausbaufähig. Das heißt, notfalls kann man noch eine zweite Reihe da hochbauen oder wie auch immer. Da fällt uns schon was ein. Also momentan, wie gesagt, sind nur die hier was also den Spawn mitgebaut haben. Und es sind auch nicht mal alle vom Bauteam hier. Oh, Ja. dein Banner fehlt. Ja, ich hab noch keinen. Mir wollte immer mal jemand einen Banner machen. Weil ich finde Oh, diesen... ich höre noch Mi. Ja, mi. Weil der Fuchsbanner, den ich machen kann, der ist mir einfach zu langweilig. Weißt du, welchen Banner ich da gerne hinhaben möchte, Mimi? Ich Na? kann mich entsinnen, dass ich mal auf dem ersten Community-Server einen wunderschönen Banner für mein Haus bekommen habe. Von einer Ach, das Ding. Mimi. Warte. Weil das ist so einmalig und so unterschiedlich zu den anderen. Weil dieser Fuchs, wie gesagt, den findet ihr auf 100.000. Und vor allen Dingen dieser Fuchs symbolisiert eigentlich auch eher den Blaufuchs. Und weil da war das nämlich mein Banner. Und wir sind ja hier keine Blaufüchse mehr. Wir sind ja Plätzchen. Lena. Kleine Da Plätzchen. war das. Muss ich gucken. Wäre schön eigentlich, wenn ich das andere Ding wieder hätte. Also das. Ich habe übrigens gerade eine geniale Idee. Von wegen irgendwas vorbereiten für Ostern. Desaster. Du hast doch Was? so eine wunderschöne Spieleecke. Oh. Können wir da nicht irgendwas machen? Da muss mit der Community. Müssen wir mal gucken. Weil da hätten wir doch schon was vorbereitet dann und müssten uns jetzt nicht noch zusätzlich damit jetzt auch noch belasten. Weil Mimi hat schon genug um die Ohren und ich glaube, du hast auch einiges noch, was du machen wolltest und bei den anderen sieht es ja auch nicht anders aus. Welche Aber dann Farben hätten wir hattest so du denn da noch? eine Basis, was wir machen könnten. Also wie Oh. gesagt, das andere, wie gesagt, das ist ja, wie gesagt, das Ostern ist ja relativ lang. So, Samstag, Sonntag fällen flach, aber wir haben ja auch noch Karfreitag. Und Karfreitag könnte man dann das, was Mimi und ich besprochen haben, mit Cooper notfalls dann machen. Oder wir tauschen es, wir machen Karfreitag hier und das können wir dann noch bequatschen. Müssen wir mal gucken, wie wir es schaffen. Was für die Öffentlichkeit dann wäre. Aber da muss ich erst verhandeln noch. Hab ich, Wo? ja. Ja, Das? genau, der Oder? war auch hübsch. Warte. Ich finde den so hübsch. Das. Ich glaube, ich hatte den hatte ich. Okay, dann Den hier. gelben. Den Sonnenblumen, weil ich liebe Sonnenblumen. Und Stine liebt auch Sonnenblumen. Und dann haben wir unterschiedliche Sonnenblumen. Unterschiedliche Sonnenblumen. Dankeschön. Bobo hat einen Banner. Bobo hat einen Banner. Also wie gesagt, auf jeden Fall findet ihr hier alle möglichen Leute, die hier mitgebaut haben. Manche haben halt noch keinen Banner aufgehangen, aber wie gesagt, ich möchte das mal anregen. Also, dass alle, die hier auf dem Server sind und hier aktiv spielen und überhaupt hier so Dinge tun, also auch unsere Mitglieder, wie gesagt, kriegen halt. Ja, Ostern. Ich schreibe seit Jahren blau, gelb, rot, orange auf die Eier. Alle wissen, was ich meine. Okay, also, und vor allen Dingen, wie gesagt, gibt es ja hier auch solche Dinge, wie gesagt, wie Champ seine Kirche. Das heißt, wir haben hier auch den Champismus vertreten. Wir haben eine Champ-Pflanze, die uns Dine hingestellt hat, die, wie gesagt, auch so ein paar lustige Anekdoten haben wir hier halt auch mit eingebaut.
Es ist genial, Ria, das muss ich mir merken. Ja, wie gesagt, das reicht ja. Oder einen Punkt draufmalen oder so. Farben kann ja auch jeder. Hoffe ich mal, wenn er nicht gerade farbenblind ist. Dann gibt es hier noch meine Achterbahn, die wollte ich innen drin noch so ein bisschen verschönern. Das ist ja so ein bisschen das Ding, was Disaster da noch so macht. Seht, Bobos Achterbahn noch im Bau. Weil man kann zwar schon einmal durchfahren, aber man kommt halt nicht mehr zurück. Das ist das Problem momentan noch. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es hier halt die Gärtnerei von der Niki und ja, wie gesagt, ursprünglich war es mal so, dass ihr eigentlich mir gesagt habt, was ich bauen soll und dann ist das so gekommen, dass ich dann irgendwann wurde die Liste mal länger, dass ich dann gesagt habe, ja, dann kommt doch selber rauf und baut mit und so hat sich das Bauteam dann hier begründet und ja, und mittlerweile, wie gesagt, ist das alles relativ groß alles geworden. Und das Schöne ist, das ist ein richtig tolles Team. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl mit euch. Wollte ich euch übrigens mal sagen. Jo. So. Das wird lustig für meine Kleine. Sie wird, oh ja, für Mia wäre das cool. Ich sehe Mias Gesicht schon vor mir. Für Geld hat die Osterfarbe nicht gereicht. Die Eier sind so teuer geworden. Jetzt schreiben wir nur noch auf. Rot, Orange, Gelb und Grün. Geringelt. Das wäre cool, ja. Das sind, ich sag's ja, hier kommen Ideen. Da schmeiß ich mich weg. So, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, ist hier der wunderschöne botanische Garten von unserer Mimi. Und wenn ihr hier so in dem Teich ein bisschen rumschwimmt, dann hüpft hier irgendwo ein kleiner weißer Frosch durch die Gegend. Das ist mein kleiner Teleportfrosch. Wo steckt der Kerl denn jetzt schon wieder? Hallo? Froschi. Froschi. Wer läuft da Da vorne? kommt er. Da. Eigentlich sollte man auch nicht durch die Falltüren durch in den See, sondern eigentlich durch den Ja. angefertigten Heimweg. Jo. Jetzt bin ich aber schon zu Hause. So, oh, guck mal. Ich habe eine leuchtende Laterne. Also wie gesagt, und hier gibt es ja so einige Dinge halt, so, zum Beispiel hat unser Kai so ein Jump and Run hier hingebaut. Da kommt ihr dann bis zur anderen Ebene rüber, die wir später dann auch noch bebauen werden. Also so langsam läppert sich hier alles zusammen aus dem Ganzen. Und wenn ihr hier den Weg zum Beispiel langlauft, kommt ihr in mein Ferienparadies, mein Ferienhaus und mein großes, was ich noch nicht mal gelootet habe. Ja. So, okay. Dann gehen wir mal ins Bettchen schlafen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir immer eine Menge Spaß. Vor allen Dingen, weil ich ein wahnsinnig kreatives Team habe, die also vor dummen Ideen nur so strotzen. Die Mimi und Disaster meistens dann ausbaden müssen oder auch unser Matze. So nur so die drei, ich sag mal, unsere kleinen Opferlämmer hier. Mittlerweile haben wir halt auch welche von den Mitspielern, Hi, also von Ryu. den Mitgliedern, die hier eifrig mithelfen, so wie unser Kai zum Beispiel, der mich immer mit Dingen versorgt. Oder mal so ganz dezent hier so eine Farm hinsetzt halt und ja, auch so ein bisschen hier mit beimacht oder jedes Mal, wenn ich dann hier zurückkomme, steht hier irgendwas Neues rum. Ja, ihr braucht nur mal nach hinten zu laufen, dann seht ihr schon, was ich meine. Ja, dann stehen hier ganze Fabrikhallen auf einmal und Teekannen. Jetzt fragt ihr euch, Teekanne? Hä? Was für eine Teekanne? Ja, hier gibt es eine Teekanne, die hier rumsteht. Eine Honigkanne. Mhm. Jo. Ihr seht ein Jump and Run da oben. Ja, also der ist schon ziemlich tricky. So, jetzt laufen wir hier mal rum. Jetzt sind hier schon 2 Fabrikhallen, oder irre ich mich? Das eine ist ein Hochofen. Da kannst du später, dein ganzes Kupfer dauerbraten. Ach, Teekanne. Also Guckt, hier steht die Teekanne.
Das ist eine Hier soll Honigfarm. noch ein Bau sein. Eine Teekanne. Eine wunderschöne. Ich gehe mal hier hinten hin, da sehen die das alle besser. Ich sag's ja, also das ist das, was ich meine, ja? Du bist ja 1, 2 Tage nicht auf dem Server und bumm, steht der Teekanne bei dir auf dem Grundstück. Gruppenkuscheln, hab euch alle lieb. Ja, wir haben uns auch alle lieb und wir haben auch natürlich unsere Community lieb. Ja, wenn die sich benehmen können. Es gibt ja mal ein paar Ausnahmen, ne? So kleine Schweizer, die, Und wenn nicht, dann gibt's nein. extrem kuscheln. Ja, gibt's extrem Ah, nee, ich kuscheln. mag Es kein gibt so Kuscheln. einen wunderschönen schönen Satz, Slash Kill. Also wie gesagt, also kaum ist man mal 2 Tage nicht hier, denn könnt ihr sicher sein, steht hier mal mehr. Aber deswegen sage ich ja auch, also Mimi hatte einfach so ein bisschen auch jetzt so ein bisschen die Blockwahl hier so ein bisschen entschieden, dass ich gesagt habe, okay, das passt dementsprechend. Also hier ist der Hochofen. Ne? Jetzt, Nee, den hat nicht ich gebaut, den hat Kai gebaut. den hat Kai gebaut. Okay, Ja, genau. Und die Fabrik hier genau, vorne, wo unten noch deine, ganzen Kupferblöcke stehen. genau. Ich bin auf Und dem hier Weg. war ein Schaut mal. Enderman, ähm, wo du halt deine einzelnen Ebenen hast mit deinen Kupferblöcken, die du immer austauschen kannst, die halt dann, äh, oxidieren. Schaut mal, die fahren hier alle Äh, durch. die habe ich gebaut. Ich lebe hier gerade am Honigfest, sozusagen. Okay, und jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, ich brauche jetzt die blauen oder die. Wir Das gehen ist mal egal. Ne, Ebene ne, ne, pass 3. auf, das ist komplett egal. Hier stehen, grundsätzlich Kupferblöcke und du hast übrigens hier unten ganz unten Schleimschank. Ui, ich höre ihn. Auf Minus. -4. Oh, Hallöchen, wie geht's euch? Poliert ihr Und, meine Blöcke gerade? Na, nicht zu nahe, komm, du bist klebrig. Bin ich ganz dreckig gleich. ich habe das so gemacht, dass halt ich hier die Mangroven, Wurzeln genommen habe und da, wenn du die immer wegmachst, die Blöcke, musst du die immer dahin stellen, wo die Mangrovenwurzeln sind. Ah, okay. Also wenn ich jetzt hier einen abbaue sozusagen, wenn der mich mal abbauen lässt hier und ich immer hinterhergehüpft komme. Ah, okay. Habt ihr das gesehen? Da. Sehr schön. Habe ich für dich einfacher gemacht, wenn du hier mal das alles Damit abfarmst und ich wieder die hinstellst. Abstände alle und nicht immer zählen muss. Okay. Dann können wir ja Genau. mal hier in die Ebene fahren. Oh. Und dann fahren wir nach oben. Ja, hopp. Tada. Und schon sind wir wieder in der Fabrik. Das ist so genial. Ich finde das so schön. Das ist halt das, was ich Und meine, in den ja. Mit so Kisten hier zack, dreht ihr euch um und bumm, steht dann irgendwas. in den Kisten hier findest du dann die ganzen, oxidierten, normalen und die Kupfererze Sehr schön. drinne. Das ist sehr Genau. Unten die. toll. Also generell die 6, 9. Oh, ist ja voll. Boah. War jemand aber fleißig. Ja, das ist ja. Oh, ich kann alles in Ich habe Kupfer fast 2 bauen Kisten hier. ich habe fast 2 Kisten voll mal letztens gefarmt. Und wie gesagt, also es entstehen irgendwie immer wieder neue Dinge. Also jedes Mal, wenn ich komme, ist hier irgendwas Neues. Aber das ist Ei. auch gar nicht so verkehrt halt. Ne? Bei mir sind es nur faule Eier, Geht schon Lufteier. wieder hin. So, hier kommt man Mhm. mittlerweile auch schon durch. Und ich muss mir noch was einfallen lassen. Also wie gesagt, es ist alles relativ clean noch bei mir gebaut. Aber das wird, wie gesagt, macht euch da keinen Kopf. Und ich baue jedes Mal auch so ein bisschen an einer anderen Ecke weiter, ganz einfach aus dem Grund, um meine Ideen. Also während ich das eine baue, sinniere ich quasi, was ich hier so noch verändern kann. Und es ist bis jetzt alles noch sehr clean, wie ihr sehen könnt. Also so langsam, wie gesagt, kommen so die Ideen auch wieder, was ich so an Maschinen und so gebaut habe. Und
wie gesagt, wir spielen ja ohne Mods. Das heißt, wir bauen ja jede Sache hier im Grunde genommen mehr oder weniger in Vanilla-Technik. Und logischerweise, klar, man kann das natürlich auch so machen mit Drehen. Also ich habe hier vor, im Grunde genommen, dass das wie so eine, ja, Der so, Pillager hat einen Frosch im Boot. so ein bisschen so eine Art von Wassertransport, keine Ahnung. Werden wir sehen, was wir Wo draus kommt der machen. her? Auf jeden Fall, wie gesagt, es muss keinen Sinn ergeben. Wie gesagt, bei Steampunk muss es keinen Sinn ergeben. Es muss nur cool aussehen. So, und Für was sind die Kessel? Für ja, Wassertransport momentan habe oder? ich überlegt, Wasserloch. Einfach so sinnlos im Kreis fahren. Weißt du, wie so Sonst eine hätte ich Wasserschöpfanlage. wenn du eine Kette genommen wolltest, hätte ich sonst gesagt, die Schleifsteine, die wären auch schöne Ketten. Ja, ich bin auch der Meinung, dass Skeletto und ich das vorher auch so mit Schleifsteinen und so gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist ja erstmal so ein Anfang einer Idee halt, ne? Das kann ja sein, dass ich sage, okay, ich bastel hier noch ein Zahnrad rein und dann geht da irgendwie das Band noch weiter, weiß ich, bis hierhin oder weil so eine Wasserschöpfanlage hier für die Fabrik oder was auch immer. Also, oder es entsteht hier noch irgendwas, also das werden wir sehen. Das werden wir hinkriegen. So, und die liebe Ah, Ria möchte jetzt ins Bett oder Matze? Nein, Matze möchte ins Bett. Ja, Matze. schlaf schön. Grüß Mia von uns. Drück sie mal ganz dolle und Frauchen und so, ne? Die euch, die warum Matze so ja mal müde? ermöglichen, hier so lange sich rumzutreiben. Entschuldigung. Rio, Hm? ich habe Ja. das mit dem Creeper Farm hingekriegt. Yay. Und Okay. ich habe einen Autsch. Creeper gebaut. Ja. Ein Ich hätte Leo sonst. Creeper. Leo Creeper. Ja, ein Leo-Creeper. Warte. So, mach mal meinen Banner Ich hier muss mal dran. bei eure Bauwerke gucken. So, okay. Ich will jetzt online Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt schon 12:30. Was Ach ist du die Zeit Scheiße. schon wieder vergangen? Boah, Leute. Und wir haben immer noch so viele Zuschauer. Aber nichtsdestotrotz, damit ich morgen fit bin, weil ich habe morgen nämlich das Gespräch, was ich eigentlich heute haben wollte, mit dem guten Cooper und ein paar anderen Leuten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns morgen um 20:30 Uhr. Also Momentum, wisst ihr, hat immer feste Zeiten. Morgen 20:30 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr. In Momentum wieder mit den anderen ein paar Leuten. Und auf jeden Fall ist Gucci dabei. Bei den anderen weiß ich nicht. Das ist immer so, werden mal sehen, wer da ist. Weil momentan, wie gesagt, läuft einfach zu viel Krempel drumherum. Dass wir gesagt haben, wir machen das ein bisschen chillig. Und ich baue morgen an meiner Kathedrale weiter im Kreativ. Ganz gemütlich, chillig mit euch. Und wollen wir mal gucken, ob die Padma schon meine Statuen da beendet hat, die wir so letztes Mal angefangen hatte zu bauen. Und ich habe ja dann noch so ein bisschen Steine auszutauschen und so. Und dann schauen wir mal, wie wir das noch hübscher kriegen. Also noch ist immer noch so der finale Touch fehlt in der Kathedrale. Und wir müssen, die große Orgel müssen wir bauen morgen. Das will ich auf jeden Fall. Gut, vielen, vielen Dank, lieber Matze. Und Kathedrale? ja, wie gesagt, Orgel? wir werden uns auf jeden Fall morgen Abend wiedersehen, 20:30 Uhr. Und Nacht euch allen, Rio, deine Stimme ist immer noch toll, schlaf gut. Ja, ja. Und wie gesagt, ich sag jetzt mal, hüpft mal alle ganz lieb und artig ins Bett. Es macht auch keinen Sinn, glaube ich, euch weiterzuleiten, weil die anderen werden alle schon schlafen. Und ja, kommt gut durch die Nacht, kommt gut durch den Tag und bis morgen Abend. Tschüss, eure Bubu und danke an mein Team. Ciao, ciao.